101 Jahre bin ich eigentlich jetzt alt. Mit 20 geboren ist das 104. Ja. 102 Jahre. 100 Jahre. 103 Jahre. 101 Jahre. 106 und 8 Monate. Am 31. Jänner 1918 seien Sie geboren. Ja, stimmt, genau. Na, und dann ist das 39er Jahr gekommen, ist der Krieg losgegangen. Ja, leider. Dann sind wir nach Polen gekommen. Bei Auschwitz, heute ist Auschwitz. Ostregime hat es damals geheißen, sind wir nach Polen reingekommen. Sie waren ja dabei, wie am 1. September 1939 der Krieg begonnen hat. Ja. Eingerückt bin ich am 2. Jänner 40 und ab nach Frankreich. Ich war bei der 3. Gebirgsdivision. Zuerst haben sie uns nach Norwegen geschickt als Besatzung. Und dann haben sie uns wieder eingesetzt nach Russland. 2,5 Jahre haben wir in der Ukraine gekämpft. Dort, wo die sind, dort ich war schon gewesen. Das heißt 2,5 Jahre. Ja, marschieren. Es war Winter, Russland mitgemacht. Zwei Winter in Russland. Ja. Jedenfalls sind wir über 600 Kilometer zu Fuß marschiert bis in die Litzerfront gefahren. Die Röse sind nach der Reihe eingegangen. Im November, Dezember, Jänner, alle frei gewesen. Die Wanderer und die meisten haben sie erpackt. Aber die Röse sind nach der Reihe eingegangen, weil sie das einmal nicht erpackt haben. Man tut die Wagen ziehen und die ganze Nacht noch stehen in der Kälte. Man schon mit 30 Grad Kälte gestanden. Ich bin eingerückt nach Klagenfurt und von Klagenfurt bin ich auf dem Eismeer raufgekommen und war die ganze Zeit am Eismeer oben. Ich kenne ja die ganzen Narvik, das ganze Nordgebiet bis Murmansk, bis in der Nähe von Murmansk. Da war 20, 30 immer minus. Wir, die was in Stalingrad dabei waren, sind wieder nach Stalingrad gekommen. Mai 1944 bis Ende 1947 war ich dann in Stalingrad in Gefangenschaft. Von Mai 1944 bis 1947 waren Sie in Stalingrad in Gefangenschaft. Ja, alle haben Hunger gehabt. Du bist auf die Nacht schlafen gegangen, hast Hunger gehabt, bist in der Früh aufgestanden, hast Hunger gehabt. Da ist nicht von Mädchen geredet worden, nur von Essen, von Rügenädel und so. Ja. Haben wir wieder verloren waren in Sevastopol, haben wir nicht gewusst, wo wir hinkommen. Haben wir geglaubt, wir werden verschleppt nach Sibirien. Da sind wir 16 Tage gefahren. Über die Wolga drüber. Ja. Und die waren überall. Ja, ja natürlich, da haben wir schon gewusst, was uns blüht. Ne? Bis Tscheljabinsk. Ohne dass wir mal rausgekommen waren. Und dann in Tscheljabinsk. In Sibirien? Ja, sind wir auf freiem Feld, sind wir auswagoniert worden. Und dann sind wir wieder marschiert. Ein paar Stunden ins Lager, bis wir dort aufgenommen waren. Ja. 55 Grad war das meiste, das ein Sturz gehabt hat. Minus. Minus. Wie Sie damals den Einberufungsbefehl gekriegt haben, Ja. was wäre gewesen, wenn Sie dem nicht gefolgt wären? Was wäre dann passiert, wenn Sie nicht eingerückt wären? Was wäre dann passiert? Na, damals ist es, man hat sich melden müssen, hat einrücken müssen zu dieser Einheit und wenn er glaubt hat, er kann das umgehen irgendwie, ist er dann sofort kassiert worden. Ne? Entweder ein Straflager oder was mit denen passiert ist, weiß ich gar nicht. Ja.
wenn einer ganz krass daneben war, na, da ist vielleicht auch umgebracht worden, das weiß ich alles nicht. Ja, ja. Also ich selber habe immer gespurt sozusagen, also mir ist nichts passiert. Ja. Das heißt, du hast keine Wahl gehabt, entweder du gehst mit oder du kommst weg. War nicht anders damals. Ja. Befehl ist Befehl, ja. Und die Leute natürlich, ja, Führerbefehl, wir folgen dir, die Großgroßstadt alles natürlich, ja, die im Hinterland auf Nummer sicher gesessen sind, die haben leicht das Maul aufreißen können. Ja, ja. Ja, so war das. Ja. Das muss ich dazu sagen, das habe ich so schlimm empfunden, wenn dann was geredet worden ist über den Krieg, dann hat der eine und der andere gesagt, naja, was war denn so dumm? Und ich meine, sie sind ja nicht freiwillig eingerückt, sie haben ja einrücken müssen. Und in seinem Fall war das ja noch ganz anders, weil er gewusst, mein Bruder haben es erschossen und wenn ich nicht gehe, passiert mir das Gleiche. Nicht? Der hat desertiert. Am Krieg. Weil wenn sie dich erwischt haben, ohne Befehl, ohne Papier, bist du sofort aufgehängt oder erschossen worden. Von den eigenen Leuten daheim. Aber man hat nichts reden dürfen, weil da war ja, man hat zum Beispiel über den Hitler geschimpft und das hat wer gehört. Todesstrafe war drauf. Todesstrafe. Nur ein falsches Wort und das Nur war ein gleich. falsches Wort und der dahingestellt hat, haben die komplett erschossen. Das ist nicht einmal passiert. Ja, und da sagt der eine, der ist auf dem Auto, auf dem Lastwagen liegen geblieben, der ist erst 16 Jahre, ein Russe. Die machen schon mit Kindern jetzt Krieg. Die sind bald zu Ende. Habe ich gesagt, wir sind auch 16 Jahre. Ja, kämpfen wir auch schon mit Kindern? Habe ich gesagt, wahrscheinlich ja. Denn wir sind ja Kinder. Sie waren ein Kind. Ja, Kind. Ein Kind. Ja. Sie haben ja alle so junge Burschen haben müssen einrücken, die 16, 17 Jahre waren. Also, die sind ja alle eingerückt und gefallen auch gleich. Das ist furchtbar gewesen. Ne? Krieg ist. Das ist ja plötzlich Krieg gewesen. Aber es ist gefährlich. Heute. Es ist sehr gefährlich, dass nicht ein Krieg anfangen. Es gibt so viele, die den Krieg gern haben, die verdienen und in den Krieg brauchen die ja nicht gern. Gell? Leute, die hinten rum sind, sicher sind, die wollen Krieg. Die Leute, die vorne sind, die wollen keinen Krieg. Auf dieser Welt ist der Krieg ein ständiger Zustand. Wenn es nur zwei allein sich nicht verstehen, wie soll sich die ganze Welt verstehen? Wenn Sie im Fernsehen jetzt die Bilder zeigen von den Krieg, was rundherum ist, das ist fast nicht zum Aushalten. Das ist schlimm. Und dann denke ich immer, hoffentlich brauchen wir das nicht noch wieder machen. Was soll das alles? Das war furchtbar. Und so soll es wieder werden? Und wenn ich heute höre, dass die EU und alle da wieder umeinander reden von einem Angriff auf die Russen oder in der Ukraine einsetzen sie möchten und alle so junge Burschen sind, als wie ich war mit 17 Jahren. Und die sollen selber kämpfen, die was nämlich oben immer diktieren, über ein ganzes Volk hinweggehen und einfach die Jungen hinmorden lassen, nur um an vielleicht, weil hinter seiner die Industrie steht, die was irgendeine Rohstoffe braucht oder seine Geschäfte schwinden sehen. Mit einer Rakete könnten da unten tausende Kinder gerettet werden oder Blinde und andere operiert werden. Mit dem Wert von einer Rakete. Hast du dich jemals gefragt, was uns die allerletzten Zeitzeugen aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges erzählen können? Ich habe im letzten Jahr die große Ehre gehabt, über 20 100-jährige Zeitzeugen im Rahmen meines Friedensprojektes Lebensweisheiten von 100-Jährigen zu interviewen. Und diese über 20 100-jährigen Zeitzeugen erzählen uns heute, wie sie damals den Zweiten Weltkrieg miterleben mussten und was wir heute dafür tun können, dass sich diese Geschichte von damals nicht wiederholt.
Ein großes Danke gilt nicht nur den 100-jährigen Menschen selbst, sondern vor allem auch den einzelnen Familien der 100-jährigen Menschen, die mir jeweils das Vertrauen geschenkt haben, diese Zeitzeugenberichte für den Frieden festhalten zu dürfen, damit sich diese Geschichte von damals nicht erneut wiederholt. Ohne ihr Vertrauen, ohne ihre Zustimmung wäre das alles nicht möglich gewesen. Daher großes Danke an Sie alle. Ich bin mir sicher, dass jeder einzelne Zuseher, der jetzt dieses wertvolle Zeitzeugendokument sehen wird, genau den gleichen Respekt vor diesen Menschen verspürt, den ich auch vor diesen Menschen habe und natürlich auch vor Ihnen als Familie habe. Ich hoffe, dass ich mit Ihrem Vertrauen wertschätzend umgegangen bin. Ich bin Daniel Bleunig, bin diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger und genau diese wertvolle Zeitzeugengeschichte wirst du heute bekommen. Dann ist der Krieg ausgebrochen, dann sind wir nach Polen gekommen, bei Auschwitz, heute ist Auschwitz. Ostwitschim hat es damals geheißen, sind wir nach Polen reingekommen. Sie waren ja dabei, wie am 1. September 1939 der Krieg begonnen hat. Ja. Wie war das eigentlich damals am 1. September? Haben Sie über Nacht den Befehl gekriegt oder wie haben Sie das vorher schon gewusst, dass das gleich passieren wird? Oder wie war das damals? Da haben wir unser ganzes Gepäck abliefern müssen, alles was wir im Kasten drin gehabt haben. In Stuttgart war ich damals, in Möhringen oben. Das haben wir alles heimschicken müssen. Und dann, jetzt hat es geheißen, jetzt kommen wir in den Einsatz. Wir hätten am Balkan runterkommen sollen. Ja, da haben sie uns zusammen auf die Eisenbahn runter in Stuttgart und gefahren sind wir dann nach Polen. Da sind wir auch nach Wieliczka, Krakau. Da sind wir die ganze Galizien rübergekommen. Ja, das war eine schlechte Zeit damals. Da war ich nicht einmal gescheit 20 Jahre. Hat alles ein bisschen anders ausgeschaut, als wir heute mit über 100. Eines Morgens, wenn wir noch rauskamen, sind die Autos da. Wieso? Was sind das für Wegen? Schon mit Militäranzug, nicht? Haben schon die Männer geholt, die jungen Männer. Erst haben wir mit die schon flankieren gewesen zum Boden und uns gemütlich und schön gemacht. Und den Lindenbaum gesungen und so weiter, lauter solche schönen Sachen. Eingerückt bin ich am 2. Jänner 40. Dann haben sie uns 8 Tage einmal exerzieren gelernt, marschieren. Ich war bei der 3. Gebirgsdivision. Zuerst haben sie uns nach Norwegen geschickt als Besatzung. Auf ein halbes Jahr. Ein Großteil war ja mit Mulde und Pferd und zu Fuß. Also nichts Auto. Wir haben wohl bedingte Einheiten auch gehabt. Motorisierte das meiste war ja mit Pferd und Mulde. Frankreich Feldzug ist dort noch umgegangen. Ich bin im Frankreich Feldzug gewesen. Die alles zu Fuß war schön. Da haben wir alle antreten müssen. Nicht? Na, der Kommandeur hat gesagt, na, unser Marschziel ist England, die Downing Street 10. Ja, hat es damals geheißen. Ne? Da ist nichts draus geworden. Unser Kommandeur war besonders gierig, dass er vielleicht eine Auszeichnung kriegt oder was. Wir waren schon lange in Frankreich drin. Es kommen auf einmal eine ganze Staffel Flieger, also Deutsche. Die sehen, da unten, das sind bestimmt Franzosen, die sich so zurückziehen. Nicht? Das waren wir schon so weit drin in Frankreich. Und dann ist ja das dann gekommen, wo dann die ganzen Leute über die Kanalküste geflüchtet sind. Nachher dann ja, wenn wir da noch zu den Kirchen gekommen sind, da hat es ausgeschaut. Ja, fürchterlich, fürchterlich. Da sind wir zuerst fast bis Paris gekommen. Und auf einmal sind wir nach den Kirchen gekommen, da hat es wild ausgeschaut, ja. Da sind ja ganz viele dann geflüchtet. Die sind geflüchtet, ja, die sind Bauch im Wasser sind sie reingeworden, dass das Schiff wieder erwischt haben, sind verloren. Sind zu einzigen Gefangenschaft gekommen. Nun, so sind wir halt durch, bis wir eben dann bis zur Kanalküste durchgestoßen sind. Na, in Calais war das ja. Von dort sind wir dann zurück über Paris nach Südfrankreich
bis zu Rouen hat das, nicht Rouen, sondern Rouen hat diese Ortschaft geheißen, da war ein Waffenstillstand, ja. In einem Bauernhof, nein, ob wir nicht ein Wasser haben mit der Feldflaschen, da kommen ein paar andere Lanzer, haben die Händel gejagt und alles. Ich mich geniert, ja. Ich mich entschuldigt bei den Einheimischen dort, mit Händen und Füßen natürlich, ja. Na, ich mich geniert, also wie kann man denn sowas tun? Aber das ist so im Krieg üblich anscheinend, ja. Nach dem Frankenfeldzug ist es die ganze Flak-Einheit da, hat eine Ansprache gehalten, ja, dass wir eben tapfer gekämpft haben. Aber sozusagen aus der Rede ist rausgekommen, ja, leider haben wir nicht mehr Verluste gehabt, weil sonst hätte er noch einen größeren Orden wahrscheinlich gekriegt. Also immer gedacht, na, der ist nicht ganz rein im Hirn. Ja. Dann bin ich Frankreich-Feldzug zurück und dann bin ich durch den Kitzbühel stationiert gewesen. Ich bin nicht beim Regimentsstab gewesen bin, weil ich ein bisschen also Auge weg da bin ich oben gewesen oder wie geworden. Und dann beim Pferdebewegen, schon in Kitzbühel, bin mit zwei Russen, sind noch nachher sind, mit der anderen Formel, mit zwei gewesen, da bin ich dann noch Nacht. Und für seine Größe am Bimsen und schlag aus und mit der Brust daher und Brustkorb eingeschlagen. Nachher bin ich zurückgekommen und gleich mal danach ich kam nach Stalingrad gekommen, war schon in Russland, das Lostung. Ich mir sage, in allem, diesbezüglich allem, ein Glück gehabt. Und dann bin ich sie haben dann reingekommen, weil ich mit dem Brustkorb war schon, haben sie müssen dabei pflegen und Dinge. Das ist alles ganz gut gegangen. Inzwischen hat in Afrika der Italiener seine Hieb gekriegt, da in Libyen. Na, was hat noch ein Hitler ist anders überblieben. In seinen guten Freund Mussolini hat er Truppen geschickt, ne, und da war halt ich dabei. Ne? Und sind dann verlegt worden über ganz Italien runter, da bis zum Stiefelspitz da und von dort hinüber nach Sizilien. Nun, so haben wir eine Zeit lang in Sizilien verbracht und dann sind wir eingeschifft worden nach Afrika. Ne? Das erste war eine Parade in Tripolis. Ja. No, und dann sind wir nach Osten marschiert, Richtung Ägypten. No, das war ein Halbfeierpost, hat das geheißen, eine Vorpostenstellung. Ne? Die kleine Gruppe, was dort war, ne, haben wir das nicht aufhalten können, die Panzer. Jetzt haben wir das zurückgegeben zum Kommandeur. Wir können die Stellung nicht aufhalten, wir haben keine schweren Waffen. Na, was war seine Antwort? Die Stellung muss gehalten werden, siegen oder sterben. Ja. No, eigentlich hätten wir vor das Kriegskrieg kommen müssen. Wir haben weder dass wir gestorben, noch dass wir gesiegt haben. Ne? Das war Grund gewesen, Befehlsverweigerung. Und da bin ich halt in die Gefangenschaft gekommen. Da in einem Gefangenenlager da erst. Heloan hat das geheißen, ja. Nur dort waren wir eine Zeit lang in den Lager, bis dann das so weit war, dass die Queen Elisabeth einmal gekommen ist. Die hat Truppen von Neuseeland und von Australien am Mittleren Osten gebracht. No, damit diese Queen Elisabeth nicht leer wieder nach Australien zurückfährt. No, die Burg gefangen und die sie erwischt haben, da war ich mit drin. Sind wir halt nach Australien verschifft worden. No, dort waren wir im Stadt Victoria in einem Lager. No, nur 6 Jahre. Mit Griechenland haben das umgegangen. Da sind wir rein da sind wir Jugoslawien, Rumänien, Bulgarien, alles zu Fuß umgegangen. Alles zu Fuß, den ganzen jeden, der war mit. Und unten bei Petric, das ist die letzte Stadt vor
vor der ersten Grenze. Da sind wir da stationiert worden. Und am 7. Jänner ist da, am 7. Mai, meine, ist der Krieg losgegangen. Und wir sind auch über die Augen, über die, also Berggebieten. Und nachher, und die Gerichte sind alle durch, die haben alles liegen stehen. Da nicht immer kein Schutz gefallen, die sind alle durch. Und wir sind das ganze Gericht noch durch bis Maradona hat es noch geheißen. Vor Athen, Akropolis hat das geheißen. Mit dieser habe ich rumgeschaut. Und dann hat es geheißen, wenn wir unten noch weg sind. Und viele sind nach Russland gekommen, in Stalingrad und den Stalingrad. Bin nur durch das, weil ich einander reingekommen bin und ich brauche Stalingrad. 41 war in Russland, ja, bin ich bis Rostock gekommen. Da haben sie uns rausgeschmissen. Es ist gut gegangen eigentlich, über Kiew, Dnepropetrovsk, Saporoschschja, Mariupol, Taganrog. Dann sind wir direkt an die Grenze gekommen, da haben sie uns rausgeschmissen, da haben sie die Fernostarmee gebracht. Und die haben uns rausgehauen, da sind wir gelaufen. Ja, ums Leben ist da gegangen, bin noch nie so schnell gelaufen. Wir haben 53, 54 Grad Minus gehabt und so viel Schnee, kaum Schnee. Uns hat das gewundert in Mariupol, nicht? Ja, dass da muss ein Meter Schnee sein, haben wir gesagt. Ne? Ja, so viel Schnee und 54 Grad Minus. Das ist voll Fahrt. Eingeprüft, ja. 41, nicht? 41. Ja. Unser Jahrgang, nicht? 22er Jahrgang. 22er Jahrgang, ja. Wir waren da Infanterie. Nicht? Infanterie. Bei der Nähe von Moskau waren wir dann stationiert. Und bevor das war die ganze Division hat einen Gottesdienst gemacht. Nicht? Einen Gottesdienst mit zwei Pfarrern, einer protestantischen und einer katholischen. Nicht? Und auf das habe ich auch oft aufgedacht. Nicht? Habe das Stückel Brot gekriegt, nicht? Statt der Hostie. Das war so ein Schnitt, bevor wir angegriffen haben. Nicht? Die ganze Division. Nicht? Es sind von der Division sind sehr viel gefallen. Nicht? Ich bin mit 18 schon eingezogen worden. Ne? Und dann kam ich rauf, gleich nach Russland in den Krieg. Da bin ich schon verwundet worden. Ich habe gerade letztes bin in der Röntgen gewesen, habe wieder die Blätter gespannt, die ich noch im Körper habe. 5 Stück. Aber in 41er Jahren bin ich schon auch eingezogen worden. Nicht? Und bin dann nach Russland. Am 16. Dezember sind wir in Dnepropetrovsk ausgestiegen und dann sind wir mit Busse an die Front gefahren. 40 Autobusse. Und von den 40 Autobusse, die Russen haben uns reinfahren lassen, durch in die Autobusse, alle abgeschossen worden. Nur einer ist durchgekommen. Wir sind mit 40 Autobusse vorgefahren an der Front zum Einsatz. Und wie die zurückgefahren sind als Lehrer, sind nur einer durchgekommen. Die anderen haben die Russen alle kassiert, abgeschossen und Ding. Das haben wir dann später erfahren. Am 22. Dezember, da hat es bei 40, 45 Grad Kälte gehabt. Aber diese Kälte, die war angenehmer, als waren es bei uns 20 Grad. Es war eine trockene Kälte. Und am nächsten Tag haben wir noch am 23. gesagt, sie sollen die Marketänder verteilen für Weihnachten. Nein, das kommt morgen.
Ja, und morgen in der Früh sind die Russen gekommen, 60 Panzer mindestens waren, und die sind reingefahren in das Dorf. Die haben unten alles gleich gemacht. Und in Taganrog haben wir übernachtet. Und in Mariupol sind wir hängen geblieben. Dann habe ich die Weihnachtsfeier machen und gesagt, der Kompaniechef sagt, du kommst ja von der Musik, du kannst ja die Feier machen, die Weihnachtsfeier. Ja, ja. Dann geht die Kompanie an, wer das Musikinstrument spielt, dritten Zug, im zweiten Glied hebt einer rauf. Also, was spielt denn Sie? Ja, Zither und Harfen, hat er gesagt. Woher sind denn Sie auf Innsbruck? Links raus, das war der Zacherberger. Habe ich Schwein gehabt. Den Zacherberger haben wir nach Hause geschickt, da hat Zither mitgebracht, hat Noten mitgebracht, Sorten mitgebracht, alles dahergebracht. Den Musikal in Handlung in Brixig, den habe ich auch gut gekannt. Und der hat ihm das mitgegeben. Wir haben eine schöne Weihnachtsfeier gemacht. Dann haben sie uns wieder eingesetzt nach Russland. Von dort weg sind wir noch bis zur Wolga. 2,5 Jahre haben wir in der Ukraine gekämpft. Dort, wo die sind, dort bin ich war schon gewesen. Das heißt 2,5 Jahre? Ja, marschieren. Zwei Winter Russland mitgemacht. Zwei Winter in Russland? Ja. Durch das bin ich 3 Jahre angekommen auf Norden. Nur Winter und Augen nicht. Zuerst das da. Und das da hat mir ganz gut gefallen. Aber da haben wir da vorübergehend gewesen bei 3 Wochen. Nachher haben wir auch in Rumänien und nachher auch. Und weißt du, mir Vollzeit alles nicht mehr so ein. Jedenfalls sind wir über 600 Kilometer zu Fuß marschiert, bis die Litzerfront gefahren. Die Röse sind nach der Reihe eingegangen. Im November, Dezember, Jänner, alles haben wir allem frei gewesen. Die anderen haben es meistens erpackt. Aber die Röse sind nach der Reihe eingegangen, weil sie das einmal nicht erpackt haben. Man tut die Wagen ziehen und die ganze Nacht noch stehen in der Kälte, was schon mit 30 Grad Kälte steht. Ich bin eingerückt nach Klagenfurt und von Klagenfurt bin ich auf dem Eismeer raufgekommen und war die ganze Zeit am Eismeer oben. Ich kenne ja den ganzen Narvik, das ganze Nordgebiet bis Murmansk, bis in der Nähe von Murmansk. Da war 20, 30 immer minus. Ich war kein Draufgänger. Und wir haben das Glück gehabt, dass der Zugführer, was bei uns war, der Chef, kein Draufgänger war. Verstehst? Wir haben die Russen gesehen, und wir sind mit den Russen zusammengekommen, aber still gewesen, nichts gesagt. Wir waren mit dem Feind zusammen. Wir haben nichts gemeldet. Weil die haben gesagt, bitte, Krieg habe ich genug, aber Glück gehabt, ich habe Krieg auch Glück gehabt. Deshalb nicht mehr Granaten eingeschlagen,
einen Meter neben mir, ein russischer Granat. Und da habe ich einen Splitter im Bauch gehabt, sonst nichts. Glück, mehr Glück als wir, ja, viel Glück. Da haben sie oft Glück gehabt. Ganz viel Glück. Ganz viel Glück und ganz viel Glück. Sie waren ja in der Eisfront, das haben Sie gerade erzählt, da ganz oben waren Sie, Norwegen, Russland, das war ja ganz oben schon, ganz auf der nördlichen Polarkreis dort in der Nähe schon. Im Winter, für halb 11 bis noch 2, so mit der Grau geworden, ganz richtig Tag nie. Und im Sommer, mitten im Sommer, um 12 Uhr der Nacht, wenn wir Posten stand, hat echt die Sonne geschienen. Kann nicht mehr Nacht worden. Das ist ja mal eine Weile so gewesen. Und da, weil wir haben 3 Jahre man da im Ganzen nicht viel gespielt finden. Wir haben ganz viele Posten stehen, halt bei mir. 3 Jahre waren es da um. 3 Jahre lang. 3 Jahre lang bin ich da. Ich war immer, ich weiß nicht, ich verstehe nicht, ich war bei den Angriffen dabei, aber und immer so schön durchgekommen. Glück gehabt. Die Mutter hat gesagt, auf den Herrgott nicht vergessen, da wird da nie schlecht gehen. Ich weiß einmal, haben wir dann später abgehen, und wir durch eine neue Straße vorgehen. Ich bin da bei Ding ein bisschen beschlagen oder gut, wie soll ich sagen, ein bisschen raffinierter bin ich vielleicht schon gewesen. Das sind zu diesem Mal müssen auf Vorposten kommen, wenn man nach Russland in den Nizza-Bucht haben, zum Beispiel. Und da haben die Flieger gekommen für die Russen, wenn wir vorgegangen sind. Da ist der erste gegangen. Und miteinander oder der Sticken das heißen. Wir müssen einen guten Abstand haben. Weil da sind die Flieger, die Russen gekommen, und da auf der Seite. Und was ist gewesen? Der erste bei 150 Meter vor mir gewesen sein. Patsch, weg. Und ich bin in den Straßen rum, und da haben sie an eigen gefetzt. Und bei mir ist ein beides, ich bin hat die Straße eingegangen, oder ich will mich aus. Richtig, der wo schnutzt mich nicht. Da war hinter mir 150 Meter, der ist auch da gewesen, und der war dran. Und mir hat es nicht getan, hat er mich gesplittert in den Buckel und dort hinten nochmal. Aber ich noch in Dreck eingebildet bin ich schon fest gewesen, weil sie immer beides, ich bin rausgegangen. Und das muss alles einfach gekommen. In den toten Winkel, wo ich gelegen bin, haben sie nicht ganz nieder. Voll Dreck habe ich nicht gewesen. Aber das dann nehmen wir durch, dann ist man mehr zurückgekommen. Und dann, das sind Sachen, hat er ganz viel mitgemacht, war schön. Die müssen reinkommen, da 17,5 Jahre, ja, reingeguckt, außer nach Russland. Ja, und dann ist halt, dann habe ich gesehen, wie das ist. Sie, wenn ich richtig informiert bin, Sie waren in dieser Schlacht von Rzeszów. Nein, Rzeszów. Rzeszów, so spricht man das Rzeszów. 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 Ja. Ja, war da dabei. Oder Nordabschnitt von Moskau. Oder? Ja. Da sind die ganz viel gefallen. Nicht? In 42er Jahren, am 2. Februar, habe ich einrücken müssen. Aber am 19. Februar bin ich erst 17 Jahre alt geworden. Bin ich erst geboren, habe ich einrücken müssen. Bin ich erst 17 Jahre alt geworden. Sie haben ja alle so junge Burschen haben müssen einrücken, die 16, 17 Jahre waren. Also, die sind ja alle eingerückt und gefallen auch gleich. Das ist furchtbar gewesen. Ne? Krieg ist. Das war schlimm, du. Alles war still, jeder hat nur bangt. Und es ist
Das ist so schnell gegangen. Da hat er übernommen und dort hat er übernommen und da ist einer und wir haben gefangen und die Nachrichten, der ist gefallen und der ist gefallen. Das Schwerste war, als meine Mutter mir eine Karte schrieb, also an dieses Karte vom Dorf. Und am Ende von der Karte schreibt sie, stell dich mal vor, für das kleine Dörfchen. Wir waren noch aus einem Dorf, ne? Da ist uns noch 3 gefallen. Und da hebt sie die 3 Nummern von den Gefallenen, alle 3 Schulkameraden. Das war das Schwerste für mich, das zu erleben. Und beim Sende sind 10 Stück sind gefallen, 10 Stück waren gefallen im Krieg. Auf einmal kommt da ein Panzer. Und rund um den russischen Soldaten, nicht? Die waren baupassend mit den Pistolen. Nicht? Auf einmal, wir sind da aber zurückgegangen, auf einmal kracht's. Und sind aber versteckt gewesen, unsere, nicht? Und haben von dort aufs geschossen, wo wir sind die Meere draufgegangen. Und der Affe ist neben meiner der Unteroffizier gewesen. Und auf einmal macht es dann, da geschossen haben sie dauernd, die Russen, für den Panzerweg. Panzer auf uns auf. Ja, der sagt auf einmal zusammen, längs. Ja, der hat die linke Seite hat sie ihm genommen. Da. Und durch das Schießen hat sie auch übergekracht. Nicht? Ich habe auf das gar nicht gedacht, wenn mit Stahlhelm, dass ich da was drin habe. Das weiß ich, habe ich gar nicht gewusst. Durch das Schießen. Nicht? Also da ist ja gar nicht mehr geschaut worden. Nicht? Weil was geracht und gekrampelt, überall kracht es. Wir sind dann am Abend, sind wir da in einem Gehöft gewesen. Und das habe ich, weiß nicht, ein Auto, habe ich einen Stahlhelm angekommen. Jetzt habe ich einen Stahlhelm, ein Loch. Habt ihr denn einmal, dass der Schuss in den Stahlhelm ist die Kugel gelegen, die ist sogar noch warm gewesen. Nicht? Und das Fell war abgeräumt. Nicht? Haben sie wieder vor die Kugel verdreht, die war aber da so matt, dass praktisch wie durch das Schießen und das Rütteln, nicht? Ja, da bin ich durchgekommen. Nicht? Aber das war meine Lebensrettung. Und der Glück gehabt, dass ich da rausgekommen bin. Nicht? Wenn der Schuss gesessen hätte, nicht? Lieber die schon so lange nicht mehr. Bis dann Licht worden ist und alles, die sind dann weitergefahren, die Panzer. Nicht? Ja, es hat gesagt, wir sollen sich einigeln. Ja. Wir haben sich ausgeigelt. Wir haben gesagt, Richtung Westen ist unser Ziel, nicht Osten. Ne? Der Hitler hat den Befehl gegeben, es darf nicht rückwärts marschiert werden. Und wie gesagt, unser Milorowo dort, das ist unter Stalingrad. Ne? Dort haben sie ein Munitionslager gehabt. Und das ist den Russen gelungen, das zu treffen. Und sogar der Oberst ist gefallen. Oberst Kreppel. Also direkt Verluste. Und dann haben die uns gesagt, wir brechen aus Richtung Westen, zurück. Ja. Aber ich bin das schon gewohnt gewesen von Russland, nicht? Weil den Rückzug haben wir gehabt von Russland. Nicht? Ich bin ja in Krieg auf Russland gar nicht reingekommen. Weil wie ich in Frankreich bin, ist ja der Russ schon in Polen hereingekommen. Die ganze Polen haben wir da
einen Rückzug so mitgemacht. Und dann hat er einen ganzen Rückzug mitgemacht. Ne? Ich wurde unklug, ich habe etwas anderes erzählt, als ich gedacht habe. Und dadurch bin ich aufgefallen und kann mir was gerichtet. Er hat vor den Kameraden gesagt, der Hitler wird den Krieg nicht gewinnen. Und dann hat ihn jemand verraten. Und dann ist er am Abend vor das Kriegsgericht gekommen. Und dann hätten wir ihn zur Bewährungskompanie geschickt. Das ist ein Himmelfahrtskommando gewesen. Und wie er den Wehrpass gelesen hat, ist gestanden, politisch unzuverlässig, Bewährungskompanie. Das war ein Todeskommando. Ja. Und da hat er sich abgesetzt und ist im Winter in einer Gegend, wo er niemanden gekannt hat, zwischen den anrückenden Russen und den fliehenden Deutschen und die da alles zusammengepackt haben, ist er immer dazwischen gewesen und hat denen beim Aufladen geholfen, so hat er auch Kleider bekommen. Also ganz eine spannende Geschichte. Der ist mit 40 Jahren eingerückt, dann 41 Jahre ist er verwundet. Ja. Den ersten Tag war er in Russland. Da ist er verwundet geworden. Und dann ist er nein in Baden-Baden gewesen, im Spital. Und auf dieser halt, dem lang warten, bis er anrissen hat, darf man erst an 43 Jahren anrissen dürfen. Ich habe den Einberufungsbefehl gehabt. 1943 im September. Ja, bin ich heimgefahren zu meinen Eltern, mich verabschieden. 3 Brüder waren schon beim Militär und ich war der 4. Ich hab mich dann verabschiedet. Einzeln zunächst bei den kleineren Geschwistern und bei der Mutter und am Schluss beim Vater. Allein, da sind wir vor dem Haus gestanden. Vater hat mir fest die Hand gedrückt und sagt zu mir, du Baby, ich sag dir was, ich kenne das Kriegshandwerk aus eigenem Erleben. Wenn du es lassen kannst, lass das Rauchen sein. Mit einer Lungenverletzung hast du überhaupt keine Chance zum Überleben. An die Front, Ostfront hinauf, Königsberg. Jedenfalls, ich bin gelaufen auch. Und so, war kein großer Schmerz. Aber durch die linke Lunge herein. Sofort waren die Kräfte weg. Bin ein paar Schritte gelaufen und bin ich zu Boden gegangen. Und da, bei dem Tag, das war in der Früh schon, haben die Granatwerfer, wie ich so nee, ein Ding, hat einen halben Meter neben mir, ich war in den Schützengraben draußen eingeschlagen. Ja, ich habe Splitter gehabt, da ein Ding, aber habe ich Stadium auch gehabt und Ding, bin verwundert worden. Und da, Ding, Wasser, ja, und da ist Wasser gestanden. Und das haben wir getrunken, weil wir Durst gehabt haben. Und da habe ich dann Diphtherie bekommen. Abends ist noch nicht, aber am nächsten Tag habe ich schon gespürt, keine Luft, alles Ding. Da bin ich zum Arzt, habe mich zum Arzt geschickt und der hat mich gleich isoliert, der hat gleich gesehen, der riecht das. Ja, da war ich schon so erstiegen, war so Ding, aber es war kein Spezialist da, als wir den Mandel genommen hätten. Ja, jetzt hat mir die Schwester gesagt, wie das rote Zeug geheißen hat, Ding festgurgeln. Und ich habe festgegurgelt. Und dann habe ich wirklich wieder Luft bekommen und alles. Und im Früh ist dann besser geworden. Ich habe Hunger gelitten. Wir haben einen Tag, da waren wir am Brückenkopf Nikopol.
Da haben wir ja Notverpflegung, also ein Haus voll Zwieback. Das hat das Soldat, dass das immer bei dir tragen müssen. Aber du hast das nie nehmen dürfen. Und da sind wir am Brückenkopf Nikopol sind wir losmarschiert. Dann haben wir Feuer gekriegt, dann sind wir nach Süden abgebogen. Und dort auch Feuer gekriegt. Am Abend waren wir wieder dort, wo wir am Morgen waren. Und da haben wir 3 Tage nichts zum Essen gehabt. Da haben wir dann den Befehl gekriegt, also die Erlaubnis gekriegt, die Keks zu essen. Dann sind dann die Flieger gekommen und die haben mir den Keks abgeschmissen. Dann haben wir es gesehen, wir sind eingekreist. Und das haben die Russen schon. Und wie sind Sie da aus der Einkesselung rausgekommen? Ja, wir sind durchgebrochen. Also die Jahre haben die Höhe gestürmt und wir sind auch durchgebrochen. Ne? Also war verdammt klein dort. Ne? Und seitdem ich so viel gehungert habe, ist mir das Essen egal. Und Abend waren für die Juden, also die haben schon sehr viel. Also die Judenstern haben sie hinten gehabt, nicht. Die haben schon sehr misshandelt, die Juden, die haben mir schon leid getan, ja. Und die sind ja viel noch ins KZ gekommen und haben es vertickt. Das war nicht schön, dass die das gemacht haben, das sind auch Menschen gewesen. Wir sind aus dem Waggon gestiegen und also in eine lange Reihe aufgestellt, zu einem kurzen Weg zum Waggon, wo die Waggons mehrere gestanden sind. Wir sind neben einem Stacheldraht gegangen und eine junge Frau läuft zum Stacheldraht. Eigentlich wollte sie fragen, ob ich was zum Essen habe. Und ich habe gesagt, gar nichts. Und dann hat sie mich angeschaut und habe gefragt, wie alt bist du? Ich habe gesagt, 14. Sag, dass du 17 bist. Und dann musste man schon weiter. Und dann habe ich nachgedacht, kann ich das sagen? Gut, meine Schwester ist 7 Jahre älter, da bin ich ihr näher. Der Mutter hat sie auch was gesagt über Alter, aber damit bin ich nicht mitgekommen. Und dann habe ich gesagt, okay, versuch mal's. Und dann war ich schon beim Kommandanten. Mengele. Er hat mich angeschaut und hat gefragt, wie alt bist du? Und wie gesagt, glücklicherweise konnte ich Deutsch sprechen. Die ganze Gruppe haben sehr wenige Deutsch gesprochen. Und dann habe ich gesagt, 17. Und er hat mich noch nachgeschaut und gefragt, 17? Hat er mich an der Schulter gefasst und ich habe mich ausgerissen und nach meiner Mutter gelaufen. Und er hat das toleriert, glücklicherweise. Es war nur ein Glück. Und dann beim Rückzug sind Sie dann verwundet geworden, haben Sie gesagt? Ja, wir verwundet waren. In die Kirchturm habe ich ein bisschen Angst gehabt, wenn die Invasion kommt von England. Das ist die schmalste Stelle, gell? Da werden sie bei uns rummarschieren. Da sind sie ganz woanders gekommen. Um 4 in der Früh Alarm, ja, was ist jetzt los? Ja, jetzt kommen sie nicht. Und dabei ist jetzt ganz woanders gekommen. Da ist doch wird schon Angst wach, gell, wenn man das so hört. Das war noch vorbei und dann haben die gelandet. Und da haben sie uns so mit der Artillerie bearbeitet. Und die haben uns bombardiert mit der Artillerie. Da hat mich mein Fuß erwischt. Und dann bin ich da gelegen,
der Fuß rausgehängt und das Blut ist rausgespritzt. Dann haben wir einen Oberschenkel abgebunden. Dann ist eine Ersatzkompanie gekommen. Und der Sandiner, dem habe ich geholfen, ja. Der hat mir den Schuh abgeschnitten. Und der hat mich ein bisschen verbunden, so bis der Arm drauf. Ja. Und da habe ich habe eine kleine Besetzung gehabt. Da haben wir im Offizierscasino immer gespielt. Und der Oberst ist um 10 Uhr ins Bett gegangen. Und da haben wir Jazz nicht machen dürfen von Oberst aus. Und da kommt noch der Doktor, der Arzt, der kommt zu mir und sagt, spielen Sie mir das und das. Also ich sage, das darf man ja nicht. Der Oberst, der geht um 10 Uhr ins Bett und nachher sagen sie mir, nachher spielen wir das. Jetzt ist der Doktor, wo wir wieder zu mir kommen, das und das möchte er, das möchte er. Ja, man denkt, der Doktor muss schon, weiß ja gar nicht, ob ich den nicht einmal brauche. Ja. Haben wir alle Wünsche erfüllt. Und wie ich verwundet worden bin, da bin ich außen gelegen. Jetzt bin ich aus dem Gleis gekommen. Der wollte dann einen amerikanischen Jazz haben und der Oberst hat das nicht erlaubt. Um 10 Uhr abends ist der Oberst ins Bett gegangen und da haben wir Jazz gespielt. Und der habe ich dann operiert, aber mein Fuß, wie ich verwundet worden bin. Da habe ich ein Schwein. Ein anderer hätte den Fuß weggeschnitten. Das wäre in 10 Minuten erledigt gewesen. Und der habe ich da 1,5 Stunden lang operiert. Sehr, sehr gut operiert, muss ich schon sagen. Und wir haben ja wenig Medikamente gehabt. Der Sanitäter, der hat mir meinen Kopf gehalten. Und dann habe ich halt gejammert, aua, das tut weh. Ja, da gesagt, halt die Goschen, sonst schneidet er den Fuß weg und da ist die Geschichte erledigt. Dann habe ich nichts mehr gesagt, natürlich. Den vielen Bombenangriffe habe ich sehr viel erleben müssen. Ich bin in die Mauer eingesprungen, wie erzählt, ne? Und die Flieger haben geschossen auf mich. Und unter der Brücke habe ich dann Schutz gesucht. Neben mir sind die Geschosse eingeknaffelt in die Mauer. Das war schon ein schieres Erlebnis, muss ich ehrlich sagen. Das geht auch gar nicht aus dem Kopf, das kann ich gar nicht vergessen. In München sind wir ausgebombt worden, der Krieg, also ein großes Haus gewesen. Wir sind meistens immer im Keller gewesen, nicht? Und der Bomben eingehauen, das Haus war der Erdboden gleich. Ja. Wir sind beim Notausgang raus, also sind wir beim Judenfriedhof rausgekommen. Also das mit der Fliegerladen, das war schon eine Katastrophe. Weil der hat auch zum Beispiel, wir sind da schon, wenn der ist vom Westen kam, von Westen, ja. Und der hat weiterfliegen, aber wenn er bedroht ist worden, dann hat er seine Bomben überlassen, nicht? Wenn er beschossen ist worden, haben wir gesagt, fang die Flak schon wieder an. Klar, die Flak hat sich nicht weiter wollen lassen, nicht? Und wenn es dann beschossen hat, wenn der in Gefahr war, haben sie die Bomben überlassen, nicht? Egal, wo sie hingekommen sind, nicht? So wie ich in Russland war schon der Rückzug. Immer mehr haben sie uns zurückgejagt. Nicht? Und dann habe ich schon gesehen, dass ich da in Sibirien landen werde. Dann habe ich mich weggemeldet zu den Fallschirmjägern, weil die haben gegen den Westen gekämpft, gegen die Armee. Und da habe ich mich weggemeldet. Und da, Gott sei Dank, bin ich weggekommen von Russland. Dann sind wir natürlich zurück. Wie gesagt, durch ganz Rumänien, durch ganz Ungarn, ne, bis an die österreichische Grenze. Und da bin ich noch verwundert worden. Das war der 19. November 1944. Und dann haben sie mich zurück. Da, sehen Da sieht man, ja. Ja. 44. Februar bin ich dann eingerückt. 44 im Februar. Februar, ja. Und wie gesagt, ich war dann bei der Panzereinheit und war als Kraftfahrer tätig dort. Als Panzerkraftfahrer? Nein, Panzer nicht, Kettenfahrzeug habe ich, Panzerfahrzeug nicht, Kettenfahrzeug habe ich gefahren. Ich ausgebildet war als Kraftfahrer auf Kettenfahrzeug. Das habe ich gefahren dann. Und das haben wir sind dann in Ungarn lang gewesen. Eine Ausbildung waren wir in Mödling. Und dann haben wir, bevor wir in den Einsatz gekommen sind, nach Debrecen, das war Ungarn, da unten Debrecen, an der rumänischen Grenze.
Da war damals die großen Panzerschlachten und so. Und dann unsere Panzereinheit, die haben damals 40 Panzer gehabt. In 3-4 Tagen, die haben es gerade noch 10 gehabt, haben sie alle die Russen alle abgeschossen. Da hat es geheißen, wir ziehen sich zurück und alles. Da ist der General neben mir gelaufen und alles und Ding. Ja, und es hat in der Nacht, er hat immer gesagt, ruhig sein und das. Ja, du bist immer schon müde und Ding. Na, hast du niedergesetzt. Ja, wie du munter geworden bist, waren alle weg. Ist nur ein kleiner Haufen, die haben nicht verständigt. Waren alle weg und wir sind Ding. Na, und da sind wir zum Mittag bei einem Dorf, da waren die Artillerie die Russen, ja, die hätten wir leicht Ding. Aber dann haben wir gewusst, wenn wir die erschießen, dann erschießen sie uns auch. Dann, da mussten wir ungefähr 1 Kilometer frei übers Feld bis zum nächsten Wald laufen. Ja, wir haben den Wald erreicht, die haben geschossen. Aber wir sind nicht hin, wir sind gleich am Rand geblieben und die haben reingeschossen, die haben geglaubt, wir sind weiter drinnen und laufen weiter. Und dann sind die Russen, ja, was war es, ein Kommissar oder Ding, sind gekommen, aber wir haben sich ergeben, Gewehr und alles haben wir schon weggeschmissen. Und auch unser Ding, unsere Ausweise und Ding, alles weggeschmissen, dass sie nicht wissen, bei was für Kompanie wir sind und für Ding. Und mussten wir in einer Reihe aufgestellt und der Kommissar oder was er war, jedenfalls ein Ding, ja, der dann hat jeden mit seiner Maschinenpistole am Schädel geschlagen. Und neben mir ist ein deutscher Feldwebel, ja, der war einen Kopf größer als ich, ein Ding. Und der hat sich gewehrt. Ja, und da hat der Posten sogar gesagt, er wird es melden, ein Ding. Und dann war Schluss. Der hat sich gewehrt und dann hat er aufgehört. Der nächste wäre ich gewesen. Ja, ich so musst Glück haben. Aber dort sind wir dann nach Moskau gekommen. Da waren viele, sind marschiert auf den breiten Straßen. Nicht? Und da haben die Russen Propagandaaufnahmen. Wie gut, dass es uns geht in der Gefangenschaft und alles. Ja, also wurden die Propagandaaufnahmen gemacht und hallo, da ist gut, wie im Himmel, ja. Und von dort aus sind wir dann verschickt worden. Wir, die was in Stalingrad dabei waren, sind wieder nach Stalingrad gekommen. Mai 1944 bis Ende 1947 war ich dann in Stalingrad in Gefangenschaft. Von Mai 1944 bis 1947 waren Sie in Stalingrad in Gefangenschaft. Ja. Und dann, wenn der Ding umgegangen ist, in der Litzerbucht, bei den Russen alles angefangen haben, den ersten Tag hat es mich schon erwuschen. Und dann Splitter gekriegt, habe ich schon da. Ich stehe da. Und hinten ein Durchschuss. Alles zu meinem Dick. Die haben dann alle nach der Reihe gefallen und nach Russland verschleppt worden. Ich bin mir durch das, weil ich bei London bin gewesen, bin in der Zeit zurückgekommen. Von den Russen sind wir ja weg. Und das sind da die Engländer gekommen. Die Engländer haben ja Norwegen besetzt gehabt nachher. Nachher sind sie gekommen. Und das hat mir natürlich mit dem Schiff sind wir runtergefahren nach Westermünde, nach Deutschland, mit Schiff, mit den Engländern. Aber bei den Engländern war ja
Keine Frage. Im Gegenteil, wir waren froh. Wir haben gesagt, warum haben wir gegen diese Leute Krieg geführt? Gegen die Engländer. So haben wir gesagt. Wir haben gesagt, warum haben wir Krieg geführt gegen die? Ich war Freigste UK gestellt. UK heißt unabkömmlich während der Kriegszeit. Das sind die Leute gewesen, die dringend für die Produktion gebraucht wurden. Und ich war damals schon in einer Meisterfunktion, aber nicht angestellt. Und ich war UK gestellt. Und habe auf einmal, Oktober 1944, komme ich ins Hotel in Wien, liegt ein Einberufungsbefehl zum Militärpur. Ich bin gleich zu meinem Chef gegangen, hat gesagt, wieso beruft sie den Weiß ein, weil er UK gestellt ist? Er sagt, wir haben keine mehr gehabt, jetzt haben wir einfach gelost. Haben sie einfach gezogen und da war ich auch dabei, von den UK-Gestellten. Ja, nein, hat der König gesagt, wir sollen im Betrieb wieder hinausfahren, nach Schwächert, und denken, er wird sich nur mal melden. Und wirklich nächsten Tag hat er angerufen, die UK-Stellung bleibt aufrecht und die Einberufung zum Militär ist gegenstandslos. Das war ein Glück für mich, weil ich war ein rebellierender Geist. Beim Militär wäre ich nur in Jumpers gegessen. Heeresbegleitung sind mit Wäsche sortiert, nicht? Für die Unterhosen bis für die Uniformen. Nicht? Da haben wir Berge gekriegt an die Küsten, da haben wir das alles außer müssen, bügeln müssen, schön die Unterhosen bis zu der Uniform halt. Ja. Haben wir das also die Hosen alles bügeln und für die Küsten überaus und dann verpacken und verschickt und Heeresbegleitung sind dort dann das alles bestellt. Nicht? Da haben wir eigentlich für die Heeresbegleitung gearbeitet, nicht? Für die Soldaten. Nicht? Und dann beim Krieg, wie der gewesen ist, habe ich zum Arbeitsdienst gemessen. Nicht? Nachher, wie die einen Arbeitsdienst hinter mir gehabt haben, bin ich in Wien gewesen, bei den Siemenswerken, haben wir dort Kabel geflickt fürs Militär. Mit 19 Jahren eingerückt. Die war nicht viel an der Front, weil ich ja doch mit Roten Kreuz sehr viel verbunden war. Viel mit Friedensarbeit verbunden. Das Rote Kreuz hat festgearbeitet, die haben viel getan, große Opfer gebracht. Dann war in Löwen in Belgien, einen großen Saal, da waren wir ganz auf 20, 30 Verwundete. Jetzt kommt der Army, hat es geheißen. Und wer gehfähig ist, der soll runtergehen, an den LKW, da werden sie ins Rheinland geführt. Und ich bin nicht gehfähig, ich habe das linke Hinterteil geschossen und den rechten Fuß. Den haben sie mir demoliert. Ja, jetzt was tue ich? Ich habe einen Sessel genommen, mit dem Knie, bin am Sessel, bis zur Stirn gekommen, wir waren im ersten Stock. Kommt meine Schwester daher und sagt, was fällt denn dir ein? Also, dann hat sie mich runtergeballant, das ist gut gegangen. Ich bin ins Rheinland gekommen, da war ein Rintel, das war praktisch ein Dorf für die Kriegsopfer, für die Kriegsbeschädigten. Da habe ich noch meinen Papa, der hat mich da hochgeholt, nach Würgl ins Heimatlazarett. Später dann ist die Einheit aufgelöst worden und dann haben wir natürlich als Infanteristen arbeiten müssen. Im Kaiserkampf und so waren wir dann eingesetzt in Budapest. Und in Budapest, im Kaiserkampf, hat man gewinnt, da hat eine Granaten eingeschlagen. Da hat ein Kollege vom Bund, der das suppliert hat, nicht? Und wenn man drauf kommt, die nächste Granate, und da hat es mich auch erwischt. Dann. Wir waren da und da hat nicht. Und dann bin ich ins Lazarett gekommen, das war mein Glück. Da ins Lazarett gekommen bin, sonst hätte ich weiterkämpfen müssen. Mitte Jänner sind wir da schon
an die Front gekommen. An die Ostfront, da Frankfurt an der Oder, Ja. Beinhof. Ja. Genau. Beinhof, ja. Beinhof. Ja. Und da sind wir direkt in den Dings, in den Angriff, sind wir direkt eingeschmissen worden. Also ohne Erfahrung, ohne Kampferfahrung. 3 oder 4 Wochen waren wir in Österreich dann. Und dann haben sie es aufgekriegt nach Dresden. Aber in der Früh waren wir am Montag, sind wir in Prag gewesen. Dann haben sie nach Dresden so mich geschickt. Und am 11. Februar 1945 bin ich heimgeschickt worden, noch viele Ersatztruppen da. Und am 13. haben sie Dresden zusammengehauen. Abends ist der Offizier gekommen ins Lazarett dorthin. Da hat gesagt, morgen ist der Durchbruch. Wenn wer will, dass er mitkommen kann, ohne Waffen und so, dann soll er mitkommen. Also, sonst kommt die Gefangenschaft. Und da haben wir auch mit meiner Verwundung da nachher in die Kranztupfen, dort haben wir halt gefangen worden. Da fahren wir an den Russen da und wir angefangen worden. Und am 1. März Nachmittag auf einmal ist die Trommelfeier losgegangen und die Russen angegriffen. Und wir haben uns wie soll ich sagen? Ja, in das Erdloch geflüchtet halt. Zu Ja, dritt. in den Bunker geflüchtet. Und aus dem sind wir auch nicht rausgekommen. Und der Bunker hat dann einen Volltreffer gekriegt. Ja. Und der Eingang also, war verschüttet. Ja. Und ja, jetzt wie das Trommelfeuer hat dann aufgehört und wir haben die Russen gehört. Hurra, schreien. Ja. Also sind die Russen sind schon da. Aber wir müssen da aus dem Bunker wieder raus. Ja. Und da haben wir halt mit den Händen, weil der Eingang verschüttet war, haben wir mit den Händen halt weggegraben, dass wir rausgekommen sind. Ja. Und wir sind aus dem Bunker, dann waren wir zu viert, sind wir raus und haben wir halt, in die Richtung müssen wir gehen. Ja. Und dort haben wir einen haben wir dort verloren. Den haben die Russen, also ein Russe, der dort auf Posten war, der hat den umgelegt. Ja. Und wir haben uns umgedreht und sind wir in die andere Richtung gegangen. Und sind wir in den Ort, also in die Hauptstraßen reingekommen. Und dort sind wir den Russen direkt in die Hände gelaufen. Ja. Und die Russen, also waren eher nur Junge. Ja. Und die haben geschwind, die Russen haben gesagt, Strela, Strela. Ja. Also, und, ja, und der Christel, der Bacher Christel, der hat schon Russisch kennen und hat da ein paar Worte ausgesagt. Und die Russen, Chaos. Ja. Und das hat uns praktisch das Leben gerettet. Ja. Dann die Russen, also diese Russen war das Schlimmste.
Ich sage Ihnen, wo ich überall versteckt war, im Hühnerstall, als er gestunken hat und so viel Hühnermist war, in Dreckwäsche, Schmutzwäsche eingewickelt, nur damit wir die Russen nicht finden. Weil die haben alles vergewaltigt und alles schwerst geschlechtskrank gewesen. Ja. Wenn ich denke, meine Schwägerin, ihr Mann war in Russland gefangen und sie ist bis zur Bewusstlosigkeit vergewaltigt worden. Da sind sie angestanden, 5 bis 10 hintereinander. Ohne Rücksicht auf, wie es der Frau geht. Das musste man mitmachen. Der Russe war so schlimm in Mogersdorf. Ich war ja damals in Deutschland schon, aber meine Geschwister waren in Mogersdorf und die sind ja alle nur versteckt. Die Stollen drinnen am Boden, die nie können in den Zimmer schlafen pro Nacht. Und da überall haben sie versteckt. Und dann, zum Beispiel in Stodel, haben sie kein als Hai und Stroh drinnen gewesen. Und da sind dann die Russen eingestupft. Da haben sie die Dirndl da unter den Streifen müssen verstecken. Aber dann haben sie sich gefürchtet, weil die immer gestupft haben, da hätten sie gestochen. Die haben schon furchtbar. Meine Schwestern haben zwei, die haben sehr viel mitgemacht. Was die mitgemacht haben, das habe ich in Deutschland nicht mitgemacht, was die in Mogersdorf mitgemacht haben. Ja. Das heißt, Sie haben selber auch gesagt, auf beiden Seiten waren schlechte Menschen und gute Menschen, das kannst du nicht verurteilen. Genau. Es waren auch die Russen, es gibt gute und schlechte Menschen, so wie in Russland, so wie in Deutschland. Nicht? Ja. Die Russen haben uns immer versteckt. Ich kann nicht sagen, wir haben uns immer versteckt. Tag und Nacht. Ich war damals 20 Jahre. Da war eine Nacht, was wir da durchgestanden haben. Fenster aufgerissen, Hochpartier war das. Aber ich bin ausgesprungen. Und die Russen, was die Viere bei der Tür reingekommen sind, die haben mich noch springen gesehen und dann wollten sie das auch machen und dann hat ihnen der Mut gefällt. Na dann haben wir Hund geflüchtet und haben uns halt versteckt. Und dann hat es nicht lang gedauert, sind die Russen gekommen. Ach Gott, das war toll. Das war schlimm. Was soll man so was Schlimmes noch sagen? Von den Russen haben die Frauen schon sehr fürchten müssen. Ja. Und ja. Und da haben wir uns schon verstecken müssen, wenn wir einen Russen oder einen Russenwagen gesehen haben. Ja. Ja. Wenn wir draußen gearbeitet haben, haben wir uns schnell hingelegt, dass die, wenn wir gesehen haben, ein Auto, einen Russen fahren, dass wir die nicht sehen. Und ja. Haben sie abgestellt wieder nach Innsbruck. Und draußen der Unteroffizier hat immer müssen die Verwundeten, also die Kranken zum Stabsarzt führen. Das war ein Oberst. Ne? Und da haben natürlich mein Servus gewesen, da gemeldet. Und da haben wir Steuer runtergetan und haben als erster Kranker hingestellt. Und haben den Doktor gezeigt, mein Hals. Und er hat gesagt, Sie, wir sind kein Krippelverein, zurück nach Villach. Ja, dann sind wir wieder zurück nach Villach. Und in Villach waren wir knappe Wochen. Und dann ist der Generalbefehl gekommen, alles muss an die Front, ohne KV-Untersuchung. Alles. Und da waren wir so um die 60 Mann zusammen und da wollten sie uns an die Front bringen. Wo Sie 16,5 Jahre jung waren. Ja. Ja, und da sagt der eine, der ist auf dem Auto, auf dem Lastwagen liegen geblieben, der ist erst 16 Jahre, ein Russe. Die machen schon mit Kindern jetzt Krieg. Die sind bald zu Ende. Habe ich gesagt, wir sind auch 16 Jahre. Ja, kämpfen wir auch schon mit Kindern? Habe ich gesagt, wahrscheinlich ja. Denn wir sind ja Kinder. Und auf einmal
kriegen wir Beschuss vom Russen. Da waren wir ungefähr 50, 60 Meter oder sollen 70 gewesen sein. Vor dem Russen hat er uns beschossen. Und da habe ich an meinen Vater gedacht, wenn es knallt, musst du weg sein. Und ich war sofort hinter einem Baum gelegen. Mein der Walter Riesner, der hatte sich hingeschmissen und lag zwischen Bäumen. Und da hörte ich bloß, dass er einmal so patschte, so komisch. Und ich guckte rüber zu ihm. Da war über ihm so eine Fontäne, Blutfontäne, so fingerstark, die immer niedriger wurde und er hat sich nicht mehr gerührt. Ich bin rausgekommen in den 45er Jahren vor der Tschechei. Weil da ist bei uns ja der Krieg eigentlich noch weitergegangen. Durch die Front. Und du musst rechnen, du bist gefangen von der Front kommen. Und da fing das Trommelfeuer an. Das Trommelfeuer war vielleicht eine halbe Stunde. Und ich rief dann zu den anderen und es meldet sich keiner. Dann habe ich gedacht, ich bin jetzt ganz alleine hier. Was soll ich? Ich muss sehen, dass ich wegkomme. Jetzt war mir ja der Weg abgeschnitten und jetzt konnte ich nur noch über die Wiese weg. Und da habe ich mein Herz gefasst und bin immer zickzack gelaufen. Und wo ich ungefähr auf der Hälfte der Wiese war, da war ein Graben. Da schlug eine Granate vor mir ein und mich haut es um. Ich merkte, dass ich Schmerzen an der Wange hatte, aber sonst konnte ich mich gut bewegen. Ich lag mitten im Graben und ja, habe mich so überprüft und habe mit der rechten Hand dann nach der Wunde gefasst. Und da war ich mit dem Finger im Mund drin. Im Mund hatte ich auch Blut. Am 20. April 1945 da haben wir mindestens mehr der Wehrsport in Österreich, Deutschland ist das gewesen. Das ist ein Alarm gewesen, sie haben Schutz, was schon sie springen ein bisschen. Und da haben wir sind die Russen, und man so gehört, dass die Flieger kamen und die Ballon gesprungen haben. Und da bin ich gewesen und ich dachte, wie schon heute so in der Nacht. Das ist schon so komisch. Nein, ich war Wasser und oder nur eine Weile gewartet. Dann wenn die Flieger weg sind, gesagt, dass der Schuh voll Blut gewesen war schon. Und da hat einen Schuss gehabt, der hat es eigentlich gar nicht gewohnt. In den Schrecken war schon mal gewesen. Der Hitler hatte sich schon umgebracht, das haben wir erfahren. Er hat natürlich jetzt auch gehofft, dass der Krieg bald zu Ende war. Und ja, sind dann doch auch durch wahrscheinlich ein paar Dörfer gekommen. Und in einem Dorf war dann Militär. Und da war auch, trafen wir auf so einen Militärposten, so einen Kettenhund. Haben sie Kettenhund genannt, weil sie so ein Blechschild vor sich trugen. Militärpolizei. Oh, hat er gesagt, ihr seid ja schon ein paar Tage unterwegs. Ihr seid ja Flüchtlinge. Ihr seid von der Truppe abgehauen. Ihr werdet aufgehangen. Hat er nicht mit uns geredet, hat die Pistole gezogen und hat uns vor sich hergetrieben. Wir kamen auf ein Gut und in dem Gutshaus ist er rein, hat da angeklopft und hat sich gemeldet. Wir haben noch gehört, Fahnenflüchtige, hat er 2 gefunden. Ja, wir wurden rein zitiert, er musste raus. Drin saß
war, glaube ich, ein Major, ich kann nicht mehr genau sagen. Und wir haben uns vorschriftsmäßig gemeldet. Also rührt euch. Ja, sagt mal, seid ihr Freiwillige? Nein, wir sind vom Arbeitsdienst aus an die Wehrmacht übergeliefert worden und sind von Naumburg hierher gebracht worden und waren an der Front und sind verletzt und suchen hier irgendeine Einheit, wo wir unterkommen. Ja, da habt ihr Glück gehabt. Die ganze Division, das was war, ist komplett vernichtet worden. Ja, es war natürlich ein Schock. Und da hat er gesagt, ihr seid nicht Freiwillige? Habe ich gesagt, nein. Aber ihr seid erst 16 Jahre. Ja, habe ich gesagt, nein, wir sind von dem Arbeitsdienst direkt zum Militär gekommen. Da sagt er, mein Sohn ist auch 16 Jahre, aber der ist noch nicht gemustert worden oder was. Und da habe ich so nebenbei gesagt, da hat er Glück gehabt. Das muss den so imponiert haben. Der hat sich dann mit uns unterhalten, hat er gesagt, ja, also die sind vollkommen, nur die Verwundeten sind rausgekommen. Und da habe ich gesagt, ja, wie viel? Nicht mehr als 10 Stück. Haben sie nur wieder rausgekommen. Da bin ich nach Wehr gekommen und dort sind wir 30 Mann gewesen und dort sind die Armee schon gekommen mit Panzer. Und die letzten Tage sind wir gefangen worden. In Köln sind wir eingesperrt worden, im Hof sind die Panzer gewesen und die Armee haben natürlich gesoffen und sind auf den Top marschiert. Und ich habe gesagt, da bleibe ich nicht. Dann bin ich fort nach Kitzbühel, weil in Kitzbühel war noch deutsche Wehrmacht, ein paar Tage oder Stunden, kann man sagen. Und jedenfalls, weil wenn sie dich erwischt haben, ohne Befehl, ohne Papier, bist du sofort aufgehängt oder erschossen worden. Von den eigenen Leuten daheim. Ja. Und dort habe ich meine Papiere gekriegt, bin zu Fuß fort. Und dann, wenn die Armee gekommen sind, die sind ja alle motorisiert gewesen mit Jeep. Haben sie gesagt, komm an, Johnny. Da hast du gesagt, nicht, wenn wir ja schon bis den Berg reingegangen, wo sie nicht ist, weil die haben gesagt, da erwischen wir ja alle. Ne? Und da bin ich zu Fuß, in 14 Tagen war ich da, von Kitzbühel. Bin später einmal dann eben von den Amerikanern gefangen worden, aber nur 14 Tage, dann bin ich über den Zaun und 14 Tage die 400 Kilometer von Bayern nach Klagenfurt über die Berge haben. Nach Salzburg, glaube ich, sind sie gekommen. Ja, in Salzburg, in die Nontalschule sind wir gekommen. Und da in Hörlweg, nein. Und ich bin mit meinem Sohn auch in der Arme, da muss ich schauen, dass ich da wegkomme. Und da ist also ein Zaun gewesen, darum ein Zaun geliehen. Da haben wir den Ding in der Ecke, da, wenn man rausgekommen ist, die Nacht auf ein Auge gezwickt. Und dann seid ihr nächsten Tag, die Nacht bin ich noch raus durch. Und für Salzburg bis heim bin ich 4 Tage weg gewesen. Mit einem krumpen Haxen in ein Stock. Aber es ist alles gegangen. War das da eine spontane Aktion, dass sie gehen? Haben sie so gesagt, da bleibe ich nicht? Und da gehe ich jetzt einfach. Nein, ich hab schon in Russland immer bei Landkarten gehabt, wie ich da heimkomme. Das habe ich schon immer bei mir gehabt. Obwohl in Russland ich gar nicht mehr war, da war ich bei der Armee, gegen die Armee. Und da bin ich immer näher gekommen, in Deutschland immer näher zu uns, zu unserer Heimat. Und dann in Bayern haben sie uns halt gefangen. Ja, da bin ich dann abgehauen. Ich war mitten in den Schwarm und das hat immer müssen ausweichen. Verpflegung war kein Malheur. Da bist du zum Bauernhof hingegangen und hast gesagt, Mutterli, morgen was zum Essen. Hast du gekriegt da bei uns. Und da sind wir zu Fuß reingegangen. Ja.
Das kann man gar nicht vorstellen. Ja, das ist ja nichts. Das sind ja gleich 300-400 Kilometer, das ist ja nichts gewesen. Nur zum Essen haben wir schwer gehabt unterwegs. Du hast nicht einmal einen Erdäpfel gekriegt. In Salzburg überhaupt nicht. In Kärnten haben wir das erste Mal in einem Bett geschlafen. Da war eine Familie, die hat da die Szene draußen gehabt, die noch nicht daheim waren. Und die hat gesagt, ja, könnt ihr bei mir unschlafen. Haben sie eine, ich glaube, mit Birkenfedern gefüllten Sack gehabt. Man hat ja früher bei den Bauern auch Straße gehabt oder mit Birkenfedern gefüllt. Und dort sind wir das erste Mal geschlafen und da haben wir einen Sterz gekriegt und der Milch. Das war halt ein Erlebnis dann. Ja, und dann sind wir noch 2 Tage gegangen, dann waren wir daheim. Ja. Kriegsende, da war ich in Hamburg, Binnenberg, das ist Oberschleswig-Holstein. Und da ist auf der einen Seite der mitgekämpft, da der Engländer und da der Russ. Nicht? Und da ist der Engländer sind raufgekommen, natürlich, wir haben alle gezittert und haben so, uns so Hände hoch, dass wir nichts am Angreifen, und haben sie uns aufgeschüttet und das ganze Bett alles zerstört, ob dort nicht Waffen sind, aber dass wir nicht Soldaten versteckt haben, weil nicht. Es haben sehr viele Soldaten versteckt, nicht. Aber die Gefahr hatte man nicht angetan, dass sie da nicht. Aber wenn man einen kennt, der sagt, er muss sich verstecken, sich suchen, dann hätte man auch geholfen, nicht. Ihnen war die Menschlichkeit immer wichtig. Eben. Also ein Mensch, der was muss versteckt, dass er erschossen wird oder was, weil dem da nicht viel Geschichten gemacht nicht. Dem da hingestellt haben sie erschossen. Auf beide Seiten? Ja, beide Seiten, ja. Und am 8. Mai in der Früh sind wir aufgewacht. Der Krieg ist zu Ende. Gott sei Dank. Das war ein Aufruf. Und da war und etwas war sehr interessant. Es sind keine, dort in dem Lazarett waren ja viele Patienten, deutsche Patienten. Da wurde nichts von Kriegsgeschichten erzählt, sondern nur geträumt von der Zukunft. Alle. Egal, wie sie beieinander gestanden sind, haben wir mit der Gruppe, dann eine andere Gruppe. Die haben ohne, wie auf Befehl, da wurde nichts von Krieg, von Heldentaten erzählt, sondern was wird man machen. Die einen haben fantasiert, wie man ein Friseurgeschäft machen kann. Mit einem kleinen Spiel, einem Sessel. Dann kam der andere wieder von anderen fantasiert, von Basteleien. Ja, das will ich machen und das will ich machen. Und in Wirklichkeit hat keiner was machen können, weil keiner was gehabt hat. Woher, wo? Was haben Sie gedacht, was Sie machen werden? Oh, da habe ich eben gehofft, dass ich noch einmal heimkomme. Wobei, da habe ich mir gar nicht denken traut. Der Lagerkommandant, der Russische, hat dann das Lager antreten gelassen, gell? Und hat erklärt, der Krieg ist aus und der kommt nach Oberschlesien in die Kohlengruben. Und bis Weihnachten seid ihr alle zu Hause und keiner von euch wird Russland sehen. Ja, und da sind wir halt dann nach Australien gekommen. Da waren 4 Abteilungen. 2 Abteilungen haben die Deutschen gekriegt. Und in einer Abteilung sind die Italiener reingekommen dann. Und später dann sind schon Japaner im 4. Lager gewesen.
3 Monate in Ungarn, in einem großen Lager gewesen. Szeged haben wir gewesen, gefangen, glaube ich, Szeged geheißen. Am 4. Mai sind wir dann nach Konstanz gekommen und dann haben wir verloren worden ein großes Schiff. Dann haben wir dann 2 Nächte, 2,5 Nächte, 2 Nächte und 3 Tage haben wir auf dem großen Schiff im Schwarzen Meer haben wir mitgefahren nach Sebastopol. Dort haben wir ausgeladen worden und haben wir dann in den Lager gekommen, nicht in den Lager, da haben wir große Zelte gehabt, da haben wir drin gewesen im Sommer, die großen Zelte, 200-300 Mann in so einem Zelt. Dann seien sie in Gefangenschaft gekommen und dann seien sie, haben sie gerade vorerzählt, wo seien sie dann hingekommen? Nach Stalingost. Das ist ja 200-300 Kilometer, haben sie gesagt. Herunter Moskau, Durlaugebiet. Da sind wir im Lager gewesen, in Bern, auf der Wiesn gelagert, 3 Monate. Und am Nachmittag, an dem Tag, sind dann die ersten Hundertschaften schon Richtung Bahnhof marschiert. Und am Abend war unter unserer Hundertschaft auch sind wir auch dran gewesen. Also Bahnhof marschiert. Und da sind wir 16 Tage sind wir gefahren. Über die Wolke drüber. Ja. Und die waren überall. Ja, ja natürlich, da haben wir schon gewusst, was uns blüht. Ne? Bis Tscheljabinsk. Ohne dass wir mal rausgekommen waren. Und dann in Tscheljabinsk. In Sibirien? Ja, sind wir auf freiem Feld, sind wir auswagoniert worden. Und dann sind wir wieder marschiert. Ein paar Stunden ins Lager, bis wir dort sind aufgenommen waren. Ja. Als 17-Jähriger seien Sie da hingekommen? Genau, ja. 17,5 Jahre, ja. Und dort mussten keine Lager oder was ist da. Da haben wir die Gefangenen, haben sich selber 2 Meter tief ausgehoben, die Erde. Und also so lang es wie der Platz ist. Und das sind 3 Baracken. Da ist nur das Dach heraus. Und das wird die also von Holz, wenn es geschnitten wird, die Schwartling, die was beschädigen, das wurde drüber genagelt und mit der Erde wurde das dann nass und getreten, als wie Leim oder und das wird dann drüber und wenn das hart war, ist Regen ab. Aber wir haben von Mai bis Ende Oktober keinen Regen gehabt. Das war das eine Gute. Wir mussten ja immer draußen schlafen. Einquartiert sind wir dort dann in Zelte waren. Ja. So Art 40 Monate Zelte. Da sind wir alle so auf dem Boden gelegen. Und Holzbritsche gehabt, das sind 3 Etagen meistens gewesen, nicht? 3 Etagen und so. Und da haben wir gelegt worden, so wie ein Tarek haben wir gelegt worden, da haben sie viel Platz gehabt, haben, wenn sie nicht umdrehen hast, nicht umdrehen können. Und da haben wir am Holzbrett schlafen müssen. Keine Strohsäcke, nichts, gar nichts, keine Decken, nichts. Nein, bist nur auf den Brettern gelegen und hast da auf beide Seiten schon Hornhaut gehabt. Ja, ja. Zunächst war nur umgrenzt alle mit Stacheldraht, haben in Zelten gewohnt. Ne? Und dann schon langsam im Laufe der Zeit haben wir Material gekriegt, haben wir uns Baracken gebaut dann. Eben da Holzkonstruktionen mit Wölblich verkleidet und alles, das haben wir alles selber gemacht. Ja. Da sind wir in einem Wald eingeführt worden. Dort waren Birken. Naja,
und fahren. Das hast du ausgelassen, dass ja da wieder Ja, genau. Das weit, zuerst mit der Bahn und Ja. dann mit LKWs Ja. in Osten Sibiriens, also in der Nähe von Irkutsk war das irgendwo, wo das Ziel war. Ja, wir sind dann eingeteilt worden und da sind wir wieder, wie soll ich sagen, in Dings, Na, da war auf es dem Transport, Ja. sind wir wieder transportiert worden. Ja, weiß Gott wohin. Und dann tut der Floßwegen aufgeladen. Ja. Also vielleicht, wenn ich kurz zusammenfassen darf, Sie sind dann in Tscheljabinsk nach 16 Tagen sind Sie angekommen. Ja. Dort haben Sie schon mal arbeiten müssen und dann hat es geheißen, wer kann im Wald arbeiten. Ja. Dann haben Sie sich gemeldet, weil Sie gedacht haben, okay, es kann jetzt vielleicht nicht mehr schlimmer Genau. werden, was es schon in Sibirien waren zu der Zeit. Ja. Und dann seien Sie von dort noch weiter von Sibirien ins hinterste Sibirien transferiert geworden, über 1000 Kilometer, nochmal nach Osten, Ja. noch weiter schon in Asien, noch weiter ins hinterste tiefste Sibirien, nach Irkutsk, in der Nähe von Irkutsk, und das dort dann quasi Holzschlägern. Eben in dem Gebiet Wieder von durch Irkutsk. tagelang unbesiedeltes Gebiet gefahren. Ja. Tagelang wieder mit dem Zug, Ja. mit dem LKW, Ja. über tausende Kilometer, nochmal ins hinterste Sibirien rein. Und hat es da viel zum Essen gegeben? Oder wie war das da in der Gefangenschaft? Ja, Wie war das das da? wenig zu essen hat es gegeben. Wir haben alle sehr viel Hunger gehabt. Wir sind damals alle unterernährt gewesen. Ich habe zum Beispiel 45, 46, 47 Kilo gehabt. Die großen Leute haben vielleicht 50 Kilo gehabt dazu. Da haben wir alle unterernährt gewesen. Halb Kilo Brot, ja, hat man gekriegt. Und sonst, wenn man nur 70% von der Arbeit hat leisten können, dann haben sie uns 200 Kilo Brot abgezogen. Nicht 200 Gramm. Ja, 200 Gramm. 200 Gramm. Ja. Ja. Da hat es früher eine halbe Suppe. Die Suppe ist aber meistens nichts gering. Kartoffeln oder Krauben, ein paar Kärtl oder ein paar Speil Kartoffeln, das ist meistens Wasser gewesen. Und dann ein Stückchen Brot haben wir gekriegt. Das haben wir Mittag gekriegt. Oder früh gekriegt, das Suppe oder so ein Stückchen Brot. Mittag das Gleiche. Und ein Stückchen Mittag war so eine kleine Portion Kasche gegeben, das war so ein dicker Brei. Haferbrei oder Grießbrei, sowas. Oder Graupen hat es viel gegeben in Russland. Und Brei und abends wieder dann das Stück Brot und eine Suppe. Aber die Suppe ist Wasser gewesen meistens. Brennnessel und Ruben, die haben da im Mixer eingehauen worden. Und da ist ein großer Boden gewesen, furchtbar. Und da haben da 4, 5 Mann drinnen gewesen. Die haben es eingetreten. Und alles. Das ist über den ganzen Winter ist dann das aufgenommen worden und in die Küche gekommen und gekocht worden. Und wir haben dann zweimal haben wir so ein Ding gekriegt. Ja. Und 6 Stecker Brot, Leber. Und noch Leber, 6 Stecker Leber. Leber, das heißt, das ist Brot, sagt der Russ, Leber. Da hast du in der Früh ein Kilo Brot bekommen. Es waren so viereckige Dinger, aber es war nur so ein Stück. Und das war nass, als du es an die Wand geschmissen hast, ist biegen geblieben. Da hast du in der Früh alles gegessen, den ganzen Tag nichts. Und abends, wenn wir wieder zu Hause gekommen sind, hat es das Ding Erbsensuppe gegeben. War grünes Wasser, keine Erbsen oder sowas, nichts drin. Und da hat die Dosen da, die wurden abgeschnitten auf so kleine Dinger. Und so viel Kascha hast du bekommen. Das war das einzige dicke Brot, hast du nichts mehr gehabt. Naja, das hast du gegessen. Und da ist nicht von Mädchen geredet worden, nur von Essen, von Rügnädel und so.
Ja. Wir haben 5 Jahre der ganzen Gefangenschaft nie ein Stück Fleisch gekriegt. Das haben wir nicht, oder Wurst, das hat es nie gegeben. Nur Brot und Suppe, Brot und Suppe. Nichts drinnen, Nudeln oder sowas habe ich die 4 Jahre nicht gesehen. Nein. 4 Jahre kein Fleisch, 4 Jahre keine Nudeln oder sowas. Sie haben ja im Buch so geschrieben, zum Schluss auch, haben Sie geschrieben, kriege Gänsehaut, nur wenn man den wahren Hunger erlebt hat, kann man nachvollziehen, dass man bis heute die Brotbrösel noch wegkehrt und nichts verschwendet. Ja. Ja. Er sagt oft, Hunger tut so weh. Das ist unbeschreiblich. Darf ich vielleicht da auch noch kurz fragen, weil ich habe die Geschichte schon gehört von Ihnen, dass Sie damals in der Kriegsgefangenschaft einen silbernen Löffel gestohlen haben. Wollen Sie das auch noch erzählen, wie das damals war, vor allem mit dem Hunger damals in der Kriegsgefangenschaft? Naja, das Überleben habe ich jetzt noch. Nein. Das ist mein Begleiter da durch die ganze Gefangenschaft mich gerettet, weil die Russen haben den Tour alles abgenommen. Und den Lieferten habe ich nicht genommen, den habe ich mitgenommen, den habe ich jetzt noch. Vielleicht können wir den vielleicht kurz holen oder so. In Budapest, in Großstadt, einen Häuserkampf, wie wir gehabt haben, da habe ich den Liefer mitgenommen. Und mit den Liefer, die ganzen 5 Jahre Gefangenschaft liefern und gegessen. Weil da bin ich. Ist er das? Ja, weil da bin nein, der ist nicht. Nein, der ist nicht. Der ist da drin. Da ist ein silberner Liefer. Den haben sie damals in Ungarn, in Budapest schon mitgenommen, wie sie schon in Gefangenschaft gekommen sind. Ja, was mir da gefallen. Der ist, ja genau, das ist der Liefer. Das ist der Silberliefer. Mit dem habe ich 5 Jahre bei der Suppe geliefert. Weil damit man länger was hat von essen. Sonst ist es gleich klar. Wollen Sie vielleicht einmal so kurz in die Kamera dran, so, dass man den von vorne sieht oder so, ja? So, ja. Ich bin gar nicht angst, ja. Und wenn wir dann ins Kohlenbergwerk gekommen haben, auf den Löffel, dann haben wir die Marosa, eine Ukrainerin, die hat dann ein paar Sachen gekauft und alles hat man gebraucht. Aber meine Tagesportion Brot habe ich am nächsten Tag bringen müssen, weil die haben da zwingend zum Fressen gehabt. Die ist beim Essen gleich noch schlechter gegangen wie uns. Mitte September ist der erste Schnee gefallen. Ja, und dann war praktisch der Winter da. Aber durch die große Kälte hat die Schlägerung ist eingestellt worden, weil es war so kalt, dass die Bäume... Durch die Kälte sind die dann geplatzt. Wie viele Minusgrade hat es da gehabt? Wie viele Minusgrade? Ja. Tiefste Temperatur. Ja. 25, 30 Grad. Ja. Das haben wir nicht gewusst. Aber später nachher haben sie schon gesagt, also 50 Grad, 55 Grad war das meiste, das ein Sturz gehabt hat. Minus. Sie haben dann als Aufgabe gekriegt, das hat er immer geschrieben, diese Reisekaufen zu verbrennen. Haben aber keine Schuhe mehr gehabt. Als Ersatz Pfütz, Schilfpatschen. Jetzt ist natürlich der Schnee zerronnen. Und bis sie dann heimgekommen sind, waren die Schilfpatschen auf die Füße angefroren. Nicht? Und ja. Jeder hat was zu tun gehabt, die Küche und der andere sind da eingeteilt worden. Dann waren wir eben außer Haus, da ein Straßenpass gemacht worden ums Lager. Ja, und später dann waren wir ein Paradies, Pflückkommando. Ich war immer im Wald, Holzfäller natürlich, ne, da habe ich mich richtig wohl gefühlt im Wald. Ne. No, und so ist die Zeit vergangen. Erst haben sie eine Heidenangst vor uns gehabt natürlich. Ja. Dann sind wir gesehen, nicht? Wir haben in kurzer Zeit alles kassiert gehabt, in Norwegen, in der Tschechei, in Frankreich und alles. Ich habe nur überall den Vormarsch erlebt. Ja. Also wie das später gekommen ist, das habe ich alles nicht mehr mitgekriegt.
Aber das eine habe ich noch vergessen. In 46er Jahren, da sind die Ungarn und die Italiener nach Hause gefahren. Und da hätten auch Österreicher, die Gebrechlichen und Kranken, die hätten sie abgeschoben. Aber ich war immer noch zu stark. Du musstest nackt ausziehen. Ja, wenn du am Propschen noch ein bisschen Ding hast, ist nichts gewesen. Für die Gefangenschaft, das war, da haben wir immer Hoffnung gehabt. Alle gedacht, es wird schon werden, wir werden schon ankommen, wir werden schon hungern, dass es Parolen geben, keiner Transport und so. Die Hoffnung war wieder gestärkt und so dann. Bis welchem Jahr waren Sie nachher unten? Bis 1900? Von 41 bis 46, ja. Bis 47, sogar um 47 kann man zu Hause kommen. Und wie war das dann, wie Sie dann zurückgefahren sind? Wie hat sich das nachher ergeben, dass Sie zurückgekommen? Wir haben schon x-mal gesagt, na, was ist, der Krieg ist aus, was ist, wir wollen ja zu Hause. Ja, haben sie gesagt, wir wollen ja, aber wir können nicht. Eure U-Boote haben unsere ganzen Schiffe versenkt, ne? Na, bis endlich einmal frei war. Die Horontes hat es geheißen, ja. Na, mit der sind wir wieder Richtung Heimat gefahren dann. Durch den Suezkanal, Mittelmeer, nach England, von dort in die Nordsee hinauf, weil das war noch vermint alles dann, ja, damit man nicht, also wo es minenfrei war, sind wir dann eben nach Cuxhaven. Dort war so ein Gefangenenlager, da sind ein paar arme Teufel gewesen. Es sind schon die ersten Russland-Heimkehrer gekommen, also die waren arm beieinander. Wir gut erlernt von Australien, ne, durch Sport, kräftig, muskulös und alles. Und die armen Teufel, also das war zum Schrecklichen was. Naja, dann wollten wir in die Heimat. Da hat der österreichische Vertreter auch gesagt, ja Burschen, wir haben kein Geld. Na, sag ich, na, was soll man da machen? Ja, die müsst ihr schon selber zahlen. Na, dann haben wir geschaut, Zigaretten, wir hatten noch Zigaretten, ich habe nie geraucht. Na, haben wir zusammengepackt, dass wir mit diesen Zigaretten, die wir schwarz verkauft haben, haben unsere Reise dann finanzieren können in die Heimat. Na, endlich waren wir dann im Güterzug, aber nach Hause eine große Hoffnung. Im November sind wir dann nach Wiener Neustadt gekommen. Endlich rollt der Zug in Wiener Neustadt ein. Jener Zug, auf den Tausende gewartet haben. Mütter, Väter, Brüder, Schwestern, Kinder und Angehörige jener glücklichen Unglücklichen, die nun Jahre nach dem Kriegsende endlich in die Heimat entlassen wurden. Die Reporter der Austria-Wochenschau gestehen, wir konnten nicht in Bildern wiedergeben, was sich bei der um Monate oder noch richtiger gesagt um Jahre verspäteten Heimkehr wirklich abgespielt hat. Es geht einfach über Menschenkraft, die Gefühle wiederzugeben, die Tragödien zu schildern, die Freude und das Glück auszumessen und in Worten auszudrücken. Und so lassen auch wir diese erschütternden Szenen mit jenem Schweigen an uns vorüberziehen, das überall dort geboten erscheint, wo die tiefsten Bereiche menschlichen Fühlens und Empfindens offenbar werden. Die Heimat hat sie wieder. In der Wiener Neustadt haben wir die ab, einen Entlassungsschein bekommen und alles. Ja. Und von dort sind alle dann Ding. Also ich bin nach Wien gefahren und da ist dann mein Schwager gekommen und meine Schwester in Wien im 2. Bezirk
sind wir zur Schwester, dort haben wir übernachtet. Nicht? Und in der Früh bin ich dann nach Hause gefahren. Aber dann sind Sie schon mal langsam Richtung Heimat gefahren dann? Ja. Ende 47. Bis Werner Neustadt. Und in Werner Neustadt, da haben wir dann 50 Schilling. 50 Schilling gekriegt. An der Brot, nicht? Und dann einen halben Kilo Brot. Was denn? Noch was? Ja, Entlassungsschein. Ja. Entlassungsschein. Ja. Ja, und dann sind wir noch einmal begleitet worden bis auf den Semmering. Ja. Dort war dann Schluss mit der Dings, mit der russischen Besatzung. Ja. Und da einer durch die Steiermark, überall, die Dings war, der Österreich-Transport ist scheinbar. Ja, die Leute haben gewusst, wann er. Also verständig geworden. Ja. Und da waren so viele Leute, sind Leute umgegangen. Mit den Fotos. Mit Fotos. Suchen und Vermisste und Gefallene. Und in St. Veit hat sich der Kreis geschlossen, weil in St. Veit am Bahnhof bist eingestiegen und die haben die direkt vor seine Lehre hingebracht, zu seinem Onkel. Das nächste Haus war sein Onkel. Das war am 23. Februar 1948 seien sie wieder nach St. Veit zurück. Ja. Das erste Essen, bekommenes Essen daheim, das waren Palatschinken. Ja, drinnen beim grünen Baum. Beim grünen Baum, ich sag das. Wie wir angekommen haben wir geschlossen in das Wirtshaus hingehen müssen. Wir haben mal gesagt, Wirtshaus. Aber dort haben wir ein Gulasch gekriegt und haben erst gesagt, da wir nur einen Hunger haben, dann haben sie uns nicht mehr gegeben. Und wir haben so Schöpflöffel voll und ein Säume. Und als wir Anfang haben sie die gefangen, weil die was heimgekommen haben, recht was zum Essen gegeben und auf dann ins Spital gekommen. Jetzt haben wir fast nichts mehr gekriegt. Und dann haben wir wieder verloren worden, mit dem Zug auf Lenz. 1947 sind die meisten entlassen worden. Und einen kleinen Teil haben sie zurückgehalten. Da bin ich leider Gottes ich auch dabei gewesen. 48 haben wir wieder verloren worden in Sebastopol. Haben wir nicht gewusst, wo wir hinkommen. Haben wir geglaubt, wir werden verschleppt nach Sibirien. Aber wir sind dann gefahren mit dem Zug und sind dann nach Stalingrad gekommen. In Stalingrad sind wir wieder ausgeladen worden. Und dann sind wir wieder in Lager gekommen in Stalingrad und haben dort wieder weiterarbeiten müssen. Die haben uns gebraucht. Die haben die große Industrie, die Stalingrad ist eine große Industriestock, da eingesetzt worden, zu Eisen transportieren und solche Sachen. Bis wir hingekommen sind, 48, damals war es schon besser. Uns haben in Stalingrad die letzten 2 Jahre die schönsten Jahre gewesen. Dort haben wir ein bisschen Geld gekriegt, da wo nicht mehr so behungern braucht, das haben wir schon. Mit dem Geld haben wir ein bisschen was kaufen können, in der Kantine hat es dort gegeben und so, da ist es ein bisschen besser gewesen dann. Aber die ersten in Sebastopol war es ganz low. Und in Stalingrad haben wir einen großen Lager gewesen, das haben die Gefangenen gebaut. Das waren Bunker, das große Bunker. Und dort mussten keine Lager oder was ist da. Da haben wir die Gefangenen, haben sich selber 2 Meter tief ausgehoben, die Erde. Und also so lang es wie der Platz ist. Und das sind 3 Baracken. Da ist nur das Dach heraus. Da 500, 600 Leute Platz angehabt. Er hat nicht einen Bunker, da haben wir da drin geschlafen. In Stalingrad war es sehr kalt. Da haben wir, da war es 37, 38 Grad minus gehabt. Und da haben wir oft arbeiten müssen, da draußen Holz verladen und so. Und das war eine sehr harte Zeit. Aber was man sagen muss,
Anzug haben sie schon ganz gut. Bildstiefel und Polizei und sowas haben wir schon gehabt. Polizeihaben und so. Weil sonst hätten wir sie auch nicht überlebt. Aber damals haben sie schon ein bisschen da Kleidung und so. Damals, Stalingrad ist es in der Gefangenschaftmäßig eigentlich am besten gegangen, was vorher war. Aber Sebastopol, das war ganz schlecht. Und die Kollegen, die in der Gefangenschaft waren, die den Bunker bauen haben müssen, denen ist es sau schlecht gegangen. Nicht? Denen ist es sau schlecht gegangen. Genauso wie es uns in Sebastopol sehr schlecht gegangen ist. Nicht? Ja, aber wir haben es ausgehalten. Wir haben es überstanden. Und 1949, an Heiligen sind wir verloren worden in Stalingrad zur Heimfahrt. Das haben wir verloren worden, Heiligen, ja. Das war der schönste Heiligabend meines Lebens. Nicht? Das haben wir aber von Heiligen bis zum 9. Jänner von Stalingrad bis Wiener Neustadt gefahren. Und 14 Tage brauchen wir den Zug, bis wir aufgekommen sind. 14 Tage. Dann haben wir, das war nur 1950 sind wir ausgelandet worden. Ja. Das heißt, am 24. Dezember 1941 kannst du mit dem Silberlöffel im Gepäck dann Richtung Heimat gefahren nachher dann. Genau. Das habe ich heute nur bei. Das ist mein Talisman. Der hat auch viel mitgemacht. Aber der hat nichts gemerkt. Sie haben ja jetzt erzählt, wie Sie diese Zeit miterleben mussten, die Kriegszeit. Ja. Jetzt fängt es wieder an. Wie sehen Sie das, wenn das jetzt so alles irgendwie wiederkommt, so Krieg, Aufrüstung? Wie geht es Ihnen dabei? Ja, wie soll ich das sagen? Ich muss sagen, ich kann froh sein, dass ich so alt bin, dass ich das nicht mehr so empfinden kann und auch nicht so erleben kann. Ja. Also wir Alten brauchen uns nicht mehr so fürchten, aber die Jugend, über die Jugend wollen wir uns sagen. Weil man das ja kennt. Ja. Wir haben das ja durchgemacht. Ja. Wie geht's denn da so? Nicht gut. Nein, ich denke mal, ich bin schon 100 Jahre. Ich erlebe nichts mehr. Das ist ja plötzlich Krieg gewesen. Aber es ist gefährlich. Heute. Es ist sehr gefährlich, dass nicht an Krieg anfangen. Und wenn ich heute höre, dass die EU und alle da wieder umeinander reden von einem Angriff auf die Russen oder in der Ukraine einsetzen sie möchten und alle so junge Burschen sind, als wie ich war mit 17 Jahren. Und die sollen selber kämpfen, die was nämlich oben immer diktieren, über ein ganzes Volk hinweggehen und einfach die Jungen hinmorden lassen, nur um an vielleicht, weil hinter seiner die Industrie steht, die was irgendeine Rohstoffe braucht oder seine Geschäfte schwinden sehen. Mit einer Rakete könnten da unten tausende Kinder gerettet werden oder Blinde und andere operiert werden. Mit dem Wert von einer Rakete. Es sind ja nur solche, die halt auf Gewinnstreben bedacht sind. Da sitzen Leute an verantwortlicher Stelle. Die bieten sich irgendwo ein, was sie für Genies sind. Es sind immer wieder zu viele, die an Selbstüberschätzung leiden. Es gibt so viele, die den Krieg gern haben, die verdienen und in den Krieg brauchen die ja nicht gern. Gell? Leute, die hintenrum sind, sicher sind, die wollen Krieg. Die Leute, die vorne sind, die wollen keinen Krieg. Die im Hinterland auf Nummer sicher gesessen sind, die haben leicht das Maul aufreißen können. Ja, ja. Wir sind alle irgendwie geschädigt. Es gibt Zeiten, wo in der Nacht, wo du auf einmal bist mitten im Kampf getümmelt und mittendrin, da wirst
Da wirst du munter, kannst nicht mehr schlafen. Wir sind traumatisiert. Das wirst du nicht mehr los. Aber es ist schrecklich. Ich tue nicht gern die Zeitung lesen. Es ist, bitte man, vieles passiert schon. Warum? Warum hat das sein müssen? Nur wegen den Hass, aber unverständlich, wie das enden wird. Wenn Sie im Fernsehen jetzt die Bilder zeigen von den Kriegen, was rundherum ist, das ist fast nicht zum Aushalten. Das ist schlimm. Und dann denke ich immer, hoffentlich brauchen wir das nicht noch wieder machen. Was soll das alles? Das war furchtbar. Und so soll es wieder werden? Ist der Mensch eigentlich anders als ein Tier? Ein Tier sucht auch, um zu leben. Und ein Tier frisst das andere auf, um leben zu können. Muss der Mensch das auch tun, andere Menschen umzubringen, um scheinbar leben zu können? Da wage ich mich, an diese Antwort wage ich mich nicht dran. Das ist zu schwierig. Wird der Mensch nicht gescheiter und zieht aus der Vergangenheit ein bisschen eine Lehre? Glauben Sie, dass man daraus gelernt hat, aus der Vergangenheit? Ja, wieso auch nicht? Oder glauben Sie, dass die Welt daraus gelernt hat? Jetzt? Wir können zurückerinnern. Ja, das war so. Aha, das ist jetzt wieder so. Ich denke, die Generation, die das miterlebt hat, die sieht das ganz anders. Die hat vielleicht schon gewisse Lehren gezogen, aber die Jugend kennt das ja nicht. Die ist in den Wohlstand eingeboren und ich meine, man kann nicht verlangen, dass sie das verstehen. Und das wird zu wenig drüber geredet und es wird zu wenig publik gemacht. Die jungen Leute haben das nicht mitgemacht. Das ist schwierig, nicht? Die haben das nicht mitgemacht. Wenn sie das mitgemacht hätten, was wir mitgemacht haben, dann waren sie heute zufriedener. Die sind nicht mehr so zufrieden, wie wir waren. Wir haben uns mit jeder Kleinigkeit gefreut. Das sind damals zufrieden, aber die heutigen Leute, das ist das Problem halt. Ja, die Leute haben da immer selber nicht mehr gefreut. Ist ja bei uns auch so. In Leuten geht es alles so gut. Und da meintern sie noch. Ich möchte wissen, dass die Leute ein bisschen vernünftiger werden. Die wissen gar nicht, wie gut es ihnen geht, alle miteinander. Die brauchen nur schauen, was sich auf der Welt abspielt. Da ist ein Krieg und da eine Demonstration und da ein Mord und alles. Na, das war früher nicht so. So arm die Leute waren. Also die sollen sich ein bisschen da am Riemen reißen, wie man schon schön sagt, natürlich. Nicht? Die Welt kann ganz anders ausschauen. Ja. Aber hoffen wir es. Vielleicht überziehen sie mal die Leute, dass es anders auch geht. Ja. Hoffen wir. Ja. Ich erlebe es nicht mehr, aber wenn wir sehen. Es ist ja wohl mit denen mal genug, was wir mitgemacht haben. Aber unsere Generation hat viel mitgemacht. Sind wir an der Front gelegen, nachher in einen Mama hat er gesagt, Mama. Dann bin ich zurückgegangen, jetzt ist er da gelegen, hat beide Wadeln aufgeschlitzt gehabt und einen Bauchschuss. Ja, was macht man da? Jetzt habe ich den ein bisschen gerecht hinlegen können. Und dann gesagt, da kommt jetzt noch, ich verlange
das Rotkreuz das nicht zurück tun. Ne? Da wollte einer kommen von Rotkreuz. Ja, der ist schon tot und der lebt nicht mehr, der ist gestorben. Mama hat er geschrieben, Mama, ja. Da hilft die Mama halt auch schon nicht mehr. Gell? Da hat einer besonders Angst gehabt. Wenn der Flieger gekommen ist, der ist drauf gekommen vor Angst. Der ist unter die Autos reingekrochen, ist hinter Buschwerk gegangen. Ja, also, der hat mir leid getan. Ne? Und dann haben sie mal in einem Haus wo was aufgestöbert, da war ein Jagdgewehr und alles. Und da geht ein Schuss los und trifft den. Der am meisten Angst gehabt hat, na, der war tot dann natürlich. Ja. Also, der hat es gespürt irgendwie. Ja, das ist eigenartig. Ja, das sind so die Ereignisse. Ja. Und auf einmal sehe ich, dass da 2 Lanzer kommen, die einen Verwundeten tragen. Und da rufe ich denen entgegen, ich war in dem Graben drin, lief weiter, kommt hinter mir her, ich kenne den Weg zum Tross und nehmt halt die trugen den Verwundeten. Und ich habe es ihnen kaum gesagt, es schlägt eine Granate hinter denen ein und alle 3 fliegen auf mich zu, auf die Grabenkante, wo es runterging, wo ich drin war. Na, ich habe mich umgeschaut und 2 lagen tot da und der eine, der schrie. Und bin ich hingerobbt zu ihm, habe ihn gepackt und habe ihn in den Graben gezogen. Und da hat er gesagt, schieß mich tot, lass mich nicht bannen für den Russen, die erschießen mich sowieso. Lass mich nicht, habe ich gesagt, nee, ich erschieß dich nicht. So viel Glück wie Koppeln, allem. Glück, mehr Glück als wir, ja, viel Glück. Ich muss sagen, dass ich ein unheimliches Glück gehabt habe, also da Bomben und da Granaten und das, also das waren so die Sachen. Ja. Überhaupt in Afrika mal da mit einem Kollegen da, ich gab vor immer so einen Unterschand gebaut, einen Splitterschutz und er 10 Meter davon weg. Natürlich haben wir Plane drüber gegeben. No, und eines Tages Artilleriefeuer. No, und auf einmal ein Kracher. Ne, ist zwischen uns da Granaten eingefahren, ne, bis sich der Staub geklickt hat. Auf einmal höre ich, hör, Saas, ich war der Saas, lebst noch? No, so, na, du lebst auch noch? Haben wir das überlebt, ja. Das sind so gewesen, ja. Und wie gesagt, ja, durch die Minenfelder, da ist einer in die Luft geflogen und dort. Also habe ich immer ein unheimliches Glück gehabt, ja. Und da sehe ich auf mich, kommt aber ein Panzer auf mich zu, natürlich das einzige, eine am Boden. Und dann, wie der auf meiner Höhe war, auf der Straße, schießt die Back auf den und trifft den. Und in einem Panzer, an T34 sind ungefähr 4 Mann drin. Ne? Also ein Fahrer, ein Schütz. Und der eine ist innere reingegangen und die waren natürlich tot. Ne? Und einer, der Kommandant, hat den Deckel aufgerissen und springt außer und über mich drüber. Und ich kann mich erinnern, also die ihre Haxen gehabt. Und ich weiß nicht, was mir vorgekommen ist. Ich musste ihn erwischen beim Axt. Gott sei Dank. Und bin 20 oder 30 Meter am den nachgelaufen. Und in dem Moment ist der Panzer, der hat innen gebrannt, ist der Turm in die Luft gegangen. Und dort, wo ich gelegen bin, ist noch der Turm gelegen. So Episoden sind mir. Mehrere. Ich habe 5 Schutzengel gehabt. Glaubst du, dass die Welt da draus gelernt hat aus der Zeit vom Zweiten Weltkrieg? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich glaube es nicht. Weil viele andere bestimmen, ohne dich zu fragen, ohne dir was zu sagen und so. Und das alles übernehmen, die Herrschaft. Und du bist der kleine Wurm und du
musst schauen, dass du selber durchkommst. Nichts, gar nichts, nein. Die Welt nicht, aber das sind ja die Politiker, die sind ja so blöd, die sind ja nicht ausgewiesen, die brauchen nicht auszugehen. Ne? Das sind die Gauner. Die was hat einmal ausgemistet. Die was oben die Macht haben, Ja, weil die Macht haben, ja. Dann bilden sie sich das und das möchten sie, machen wir Krieg. Ja. Hat nur der Zweite Weltkrieg so viele Dings gemacht. Es war doch nach dem Zweiten Weltkrieg, ist doch das Morden weitergegangen. An anderen Stellen, von anderen Staaten. Und es hat sich doch überhaupt nichts geändert. Im Gegenteil, es ist doch noch grausamer geworden, weil die Technik der Tötung einfach größer geworden ist. Oder es wäre eine Schande, wenn man sagen würde, die Tötung ist besser geworden. Sie ist doch noch abscheubarer geworden. Was können wir heutzutage machen, dass sich die Zeit vom Zweiten Weltkrieg nicht noch einmal wiederholt? Kann man da irgendwas machen dagegen? Da bin ich machtlos, weißt du? Ja, was kann man machen? Gar nichts. Ja, dass es keinen Krieg mehr gibt. Das habe ich gesehen, dass es das nicht gibt auf der Welt. Auf dieser Welt ist der Krieg ein ständiger Zustand. Hier gibt es nichts anderes. Der Mensch ist so und er wird nicht anders. Wenn für zwei allein sich nicht verstehen, wie soll sich die ganze Welt verstehen? Ja, in erster Linie ja, ein anderer ist auch ein Mensch. Das habe ich schon x-mal gesagt natürlich. Ja. Auf jeden Fall, der andere ist auch ein Mensch. Nicht? Also der kann welche Färbung immer haben. Er muss ein anständiger, ehrlicher, fleißiger Mensch sein. Da ist mir wurscht, wo der herkommt, welche Hautfarbe er hat oder wo er herkommt. Das ist mir vollkommen gleich. Auf die Huren, die paar, die noch da sind, die noch leben, was die erzählen. Das ernst nehmen. Ja, und die Meinung von so Leuten aufnehmen. Ne? Aber es ist auch nicht leicht, sich in die Lage zurück zu versetzen. Ja, das da einmal war. Und das sind die Sachen, die nicht glaubwürdig sind, die man erzählen kann. Ja. Was alte Leute erlebt haben. Ja. Ich bin damals ganz ein Junger gewesen. Und heute bin ich uralt, kann man sagen. Ja. Und einer von den Letzten. Also sind nicht mehr viele da, die noch was erzählen können. Frieden geben. Frieden geben. Nicht? Jeder hat genug heute da. Nicht? Wenn Sie für den Frieden was tun wollen, dann muss man in der Schule anfangen. Bei den Kindern? Ja. Und nicht so von den Kriegern erzählen, sondern schon erzählen, was da verschoben ist, aber dass wir eben in Zukunft alle leben können. Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Liebe ist das schönste Geschenk für die Menschheit. Seid glücklich, dass eure Herzen sich gefunden und ihr nun gemeinsam denkt und sind. Nur mit Liebe treu verbunden, das schöne Leben erst beginnt. Wo mit Liebe sich die Herzen einen, zusammenstehen in Freud und Leid, da wird nur des Himmels Sonne scheinen.
und heiter lächeln jede Zeit. Wo Menschen, die der Liebe treu verbunden, da ist Frieden, da kann man leben. Als abschließende Frage, was wünschen Sie sich für die Zukunft? Frieden. Dass sowas niemals mehr passiert. Da ist ein Krieg, muss man sich. Der Erste Weltkrieg soll schon so schlecht gewesen sein. Und der Zweite noch, vielleicht noch mehr. So viel gefallen, wenn ich so denke, ich habe so viele Burschen gekannt und so. Und alles sind gefallen. Alle. Die sind alle gefallen. Die haben alle keine Ausbildung gehabt. Mit 16, 17 Jahren hat ja noch keiner eine Ahnung angefangen vom Krieg. Und da habe ich erfahren, der ist gefallen. Und die Nachbarn, Buben gleich 3, 4. Ja, die sind praktisch, die haben das Glück gehabt, weiß ich nicht. Beim Büssing ins Kobling quasi, der Orgensepp und ich glaube, es sind 4, 5, was gefallen sind, was ich gut gekannt habe. Und das Wichtigste ist eben der Frieden. Und da muss man eben die Leute muss man so weit bringen, dass sie ein bisschen gotthörig werden, dann da wird der Frieden werden. Und dass man für die nicht verurteilt, dass man eher für die bittet, dass die umdenken und nicht in einen Krieg treiben, das Volk, sondern in einen Frieden. Mhm. Das ist meine Meinung halt noch. Frieden. Dass keine Waffen mehr geschaffen werden zum Morden, sondern etwas zu schaffen, was den Menschen hilft, zu leben. Mit einer Rakete könnten da unten tausende Kinder gerettet werden oder Blinde und andere operiert werden. Mit dem Wert von einer Rakete. Alles Militär und so weiter, was man schafft, sind eigentlich Unsinn, denn man vernichtet Menschen schon. Das ganze Erziehen von Menschen zum Krieg ist ja eine Schandtat. Menschen aus Zivilisation zu erklären, du musst Soldat werden, um zu morden. Was ich wünsche für die Zukunft? Ja. Frieden auf der Welt. Das war das Wichtigste. Die Leute sollen zufrieden sein auf der Welt. Und leider Gottes sind alle viele unzufrieden. Dass sie was schaffen können. Alle viele unzufrieden. Das ist wichtig. Zufriedenheit ist das Wichtigste. Wenn man bescheiden ist, die Ziele hat und so nicht und zufrieden ist, dann geht es immer besser. Wie gesagt hat, die Gefangenschaft, die Hoffnung hat uns aufgebaut, aber wieder. Dann haben wir gehofft, das werden wir schon heimkommen, werden schon werden. Da ist wieder mal Transport gegangen, haben wir wieder nicht dazu gekommen, haben wir wieder weiter gehofft. Die größte Freude war dann an Heiligabend, wie wir verloren worden sind. Das war der schönste Heiligabend. Dann haben wir auch das gesagt. Liebe ist das schönste Geschenk für die Menschheit. Seid glücklich, dass eure Herzen sich gefunden, an die ihr nun gemeinsam denkt und sind. Nur mit Liebe treu verbunden, das schöne Leben erst beginnt. Wo mit Liebe sich die Herzen einen, zusammenstehen in Freud und Leid, da wird nur des Himmels Sonne scheinen und heiter lächeln jede Zeit. Wo Menschen, die der Liebe treu verbunden, da ist Frieden,
Da kann man leben.